Die alte Schule wird euch präsentiert vom V8-Werk, eurem Spezialisten für die Restaurierung, Reparatur und Wartung vom klassischen Ford Mustang und der Chevrolet Corvette. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt und es in guten Händen wissen wollt oder wenn ihr euch für so einen US-Klassiker interessiert, dann schaut unbedingt auf die Seite www.v8werk.de. Es gab einen Aufschrei des Entsetzens seinerzeit, als man den 96er gemacht hat und hat den wassergekühlten 11er gemacht. Die Luftkühlung ist weg, ja, um Gottes Willen. Mich hat es nie großartig beeindruckt. Halt der klassische Sound wird generiert durch die Zylinderanzahl und die Zündabstände. 6-Zylinder-Boxer bleibt 6-Zylinder-Boxer. Wie das Kühlmedium da drumherum ist, das ist mir eigentlich wurscht, da machen wir das Beste. Ja. Aber hinterher der Umstieg dann von den Saugmotoren auf die Turbomotoren, da hat man tatsächlich Bedenken, dass wir hier diesen klassischen Porsche-Charakter erhalten können. Und als ich dann das erste Lastenheft bekommen habe, das weiß ich noch, von dem Turbomotor, der dann in den 11er rein sollte, da habe ich gelesen, Maximaldrehzahl 6800 oder 6,9. Ich habe zu denen gesagt, ich glaube, Leute, mein Schwein pfeift. Ja, nie im Leben werden wir das machen. Geht's wieder heim? Da steht mindestens 7500. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten dieser Folge. Dieses Jahr feiert Porsche ja 75 Jahre Straßensportwagen und mein heutiger Gast hat über einige Generationen hinweg den heiligen Gral der Zuffenhausener gehütet. August Achleitner war nämlich als Baureihenleiter verantwortlich für den Porsche 911. Wenige Jobs in der Autoindustrie dürften so aufregend sein, wenn man nämlich ständig zwischen dem Innovationsdrang der Performance-Fans und dem Traditionsbewusstsein der gusseisernen 911-Liebhaber zerrieben wird. Und was hat den einen Teil nicht alles erfreut, wie den anderen verstört? Wasserkühlung, ein neues Scheinwerferdesign, DSG, Turbos für alle Motoren, größere Karosserien, immer mehr Gewicht und natürlich aktuell immer das Damoklesschwert der Hybridisierung, das auch über dem 911 schwebt. So verkehrt kann er mit seiner Mannschaft nicht gelegen haben. Der 911 ist die Ikone geblieben und darüber müssen wir reden. Viel Spaß also mit der heutigen Folge und meinem Gast August Achleitner. Ich bin ja sinnigerweise, ich bin ja Österreicher, ja, und bin aber ja in Köln geboren. In Köln, okay. Ja, und warum Köln? Weil meine Eltern waren auch Österreicher, ja. Und nach dem Krieg gab es halt nicht so viele Jobs da daheim quasi. Und ein Verwandter von ihm, der war damals schon bei Ford in Köln. Und über die Kontakte ist es damals zustande gekommen, dass er auch zur Ford gegangen ist als Ingenieur, Ingenieursbildung. Und darum bin ich in Köln geboren. Ja. Also mit den Jobs war es ja nicht so üppig gesät, so nach dem Krieg. Ja. Und in Österreich schon gleich zweimal nicht als Ingenieur. Und wenn man die Fahrzeugindustrie wollte, dann musste man eigentlich irgendwo anders hingehen. Und so ist er sofort. Und nach einigen Jahren dann sind wir umgezogen hier nach München. Und er ist zur BMW gegangen. Okay. Und was? Ja, letztendlich war er Hauptabteilungsleiter für Fahrzeugkonzepte und Package. Ja. Und das dann bis zu seinem Ruhestand. Und sinnigerweise habe ich die gleiche Funktion bei Porsche gehabt. 10 Jahre lang. Von 1990 bis 2000. Aber es war nicht geplant, es hat sich ergeben. Ja. Okay. Konnte Ihr Vater das noch miterleben? Ja. Anfänglich konnte es so die ersten 2-3 Jahre konnte es noch miterleben. Okay, das ist ja toll, oder? Wenn Sie die gleichen Fußstapfen treten. Das war eine tolle Erfahrung. Mir tut es eigentlich leid, der ist 93 gestorben. Ja. Das ein paar Jahre mehr wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Den großen Karrieresprung zum Schluss hat er dann nicht mehr erlebt. Aber was ich ganz oft erlebe, wenn Gäste hier sind oder auch jüngere Gäste, die sagen, mein Gott, wie das früher war. Haben Sie das schon damals, wenn Sie Anfang der 90er bei Porsche das gemacht haben, was Ihr Vater bei BMW quasi gemacht hat, konnten Sie da auch schon extreme Unterschiede in der Arbeitsweise feststellen, wo Sie gesagt haben, ach, die alten Zeiten waren noch besser oder zum Glück... Gegenüber heute? Ja, nee, oder auch schon zu Ihrem Vater, im Vergleich zu Ihrem Vater. Ja, am Anfang vielleicht noch gar nicht so arg, ja. Natürlich das mit der ganzen, vor allen Dingen
CAD-Anwendung im Konstruktionsbereich. Das hat alles geändert. Ne? Das kannte er praktisch gar nicht mehr. Ja. Das hat er erst, wo er aufgehört hat das erstmal so ganz zart angefangen. Mhm. Und selbst wo ich angefangen habe bei Porsche 1983 in der Fahrwerkskonstruktion, gab es das noch nicht, sondern kam erst im Laufe der nächsten Jahre. Und ich selber habe das gar nicht mehr gelernt. Also als Konstrukteur, ich könnte jetzt auch bloß ans Reißbrett stehen und dort irgendwelche Sachen konstruieren. Also Sie haben CAD gar nicht mehr gelernt? Nee, leider. Okay. Ich hätte es zwar eigentlich für meine Funktion dann auch nicht gebraucht, ja. Nee. Aber ein bisschen leid tut es mir schon eigentlich von der Erfahrung her. Ja. Aber so ist es halt. Das ist wirklich alte Schule. So. Ja, alte Schule, ja. Nee, genau. Und man braucht das ja dann auch eigentlich nicht, wenn man die Verantwortung trägt, ist das eher die Umsetzung am CAD, Nein, oder? Also das ist ja eigentlich nicht ganz schlüssig, wie es ich gemacht habe, ja, weil ich habe in München Maschinenbau studiert an der TU und habe dort ein Betriebswirtschaftsaufbaustudium dran gehängt und bin aber dann in die Industrie gegangen und wollte erstmal meine Maschinenbaukenntnisse an den Mann bringen oder vielmehr dort Erfahrung sammeln. Weil so als Junghupfer war es mir ehrlich gesagt nicht arg viel. Ja. Und darum habe ich da bei Porsche in der Fahrwerkskonstruktion angefangen, was mir eigentlich sehr viel gegeben hat und wo ich sehr viel gelernt habe. In welchem Jahr war das? 1983 war das. Also es war zu der Zeit, wo Porsche bei den Elfern das G-Modell produziert hat, wo der 944 sehr erfolgreich war und relativ neu. Den 28er gab es und das waren die Porsche-Modelle, die damals halt verfügbar waren, 924er noch. Und ich bin aber dann eigentlich in die Kundenentwicklung gekommen, die bei Porsche traditionell einen hohen Stellenwert hat. Und das war schon ein Vorteil, weil in der Kundenentwicklung ist es Porsche intern vorteilhaft, weil sich niemand darum kümmert, was man macht. Ja. Aber man hat mit den Kunden habe ich auch schon mal gehört. Ja. Und lernt in kurzer Zeit extrem viel. Ja. Teilweise auch so Philosophien oder Know-how anderer Fahrzeughersteller, die sich ja durchaus ein bisschen unterscheiden und man kann sich dann schon das eine abschauen oder das andere abschauen. Darf man über Entwicklungen reden, wo Sie dran gearbeitet haben? Ja, das ist so lange her, ich glaube, da kann man drüber reden. Das waren einige deutsche Hersteller, war vor allen Dingen gleich der allererste war Audi. Okay, das weiß ich noch, für den Audi 200 plus an der Hinterachse. Ja. Und dann kurzes Intermezzo bei Opel und auch dann für BMW, für den Allrad, für die Allrad-Version des Dreiers, die damals bei Porsche gemacht wurde oder Teilumfänge zumindest. Das war dann sehr interessant eigentlich. Und wir hatten dann einen Kundenauftrag von den Amerikanern, von Pontiac. Und die haben uns die Aufgabe gestellt, sie wollen eine Vorderachse haben oder ein Fahrwerk haben für einen Fronttriebler mit 300 PS. So was gab es damals nicht. Ja. Und das war eigentlich für mich gesehen, so im Nachhinein gesehen, die interessanteste Aufgabe überhaupt in dem Bereich, weil es komplett neu war. Man konnte sich das nicht anschauen. Wir hatten Zeit genug, oder ich hatte mir auch Zeit genug mit einem Kollegen zusammen, die Theorie erstmal zu erarbeiten, auf was kommt es an, auf was müssen wir achten. Also wirklich dann die Literatur gewälzt und gerechnet und berechnet, was dann mittlerweile schon ein bisschen angefangen hat über Computer. Und dann Kinematiken ausgelegt und Elastokinematiken ausgelegt. Und letztendlich die Achse konstruiert, jedes Teil selber gemacht. Ja. Und das Tolle war, wir konnten dann auch Prototypen aufbauen und dann hinterher konnten wir sehen, funktioniert das jetzt oder funktioniert es nicht. Im Endeffekt haben wir einen einzigen Wert in der Fahrwerksgeometrie dann geändert. Da fehlten uns die Erfahrungswerte. Und der Rest hat gepasst. Und das war's, ja. Oh, okay. Ja. Das ist gut. Ist der Wagen in Serie gekommen mit der Vorderachse? Ich habe es dann nicht mehr verfolgt. Die haben dann schon leistungsstärkere Fronttripler gebracht. Ja. Das war so die Mittelklasse bei denen. Ja. Und ich
Ob sie auf die 300 PS raufgegangen sind, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es war so ein primitiv getunter Motor, den wir dann von denen bekommen haben, wo wir oben wie so ein Powerdome haben machen müssen, damit er überhaupt ins Auto reingeht. Es war recht amerikanisch, aber sagen wir, das Fahrwerk hat dann gut funktioniert. Haben Sie da mit dem Michael Hölscher auch zusammengearbeitet? Ja, exakt. Der Hölscher, Michael Hölscher, der war damals Projektleiter für dieses Projekt. Ja. Und er war zu der Zeit, glaube ich, auch schon in der Akustik. Und ja, eins der Probleme damals war bei so einem leistungsstarken Fronttrieb, also sogenanntes Power Hopping. Ja. Das heißt, das Rad dreht durch, greift wieder und dann schaukelt sich die ganze Kiste auf. Man kennt das auch aus in anderen Bereichen. Und die Elektronik hatten wir damals noch nicht, sondern wir mussten das System eigentlich mechanisch lösen. Und das hat aber ganz gut funktioniert. Nicht schlecht. Also wer was Michael Hölscher noch nicht sagt, den hatte ich auch schon im Podcast. Ja. Der hat 500e mitentwickelt. Opel Zafira war ja auch so ein externes Projekt, deswegen hatte ich danach gefragt, weil darüber hat er kurz gesprochen oder das mal kurz angesprochen. Ja. Das ist ja immer ganz interessant eigentlich, diese Abteilung, dass da so viele und auch so viele namhafte Hersteller das teilweise ja dann verdeckt machen und teilweise das da auch stolz drauf sind, wenn da ingeniert bei Porsche draufsteht. Genau. So, also das ist unterschiedliche Philosophien. Ja, aber interessant, dass man da so viel arbeitet. So, und wann haben Sie gewechselt in die... Ja, ganz zum Schluss. Das war, sagen wir mal, so der Hauptbereich bei mir, wo ich im Fahrwerk war. Ich war 5 Jahre in dem Bereich. Und zum Schluss ist es schon darum gegangen, wie könnte... ich muss ein bisschen ausholen. Porsche hatte zu dieser Zeit keine Abteilung, die Fahrzeugkonzepte macht. Sondern es waren ein paar Spezialisten, einer im Fahrwerk, einer in der Karosserie und im Antriebsbereich. Immer so die gleichen 3, 4, die sich dann zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wie man ein neues Fahrzeug gestalten könnte. Ja. Also erstmal von der technischen Ausprägung her. Und genau eben dieser eine im Fahrwerksbereich, das war mein Chef. Ja. Also das hatte mir damals die Möglichkeit eröffnet, dann mir auch über Nachfolgemodelle von einem 440er oder von einem 911er Gedanken zu machen. Und bin das dann sehr strukturiert angegangen. Da war die Uni noch nicht so lang entfernt. Da haben wir gedacht, das machst du jetzt systematisch, ohne irgendwie vorgeprägt zu sein in die eine oder andere Richtung. Und so habe ich das gemacht und dann haben wir auch teilweise Fahrzeugentwürfe gemacht, gesamte. Und das gereichte mir dann hinterher dann bei der nächsten Position dann eigentlich zum Vorteil, so das bisschen Wissen, aber auch das Interesse in diese Richtung. Ja. Und eine der letzten Aufgaben im Fahrwerksbereich, das hat dann nochmal ein bisschen gewechselt zwischendurch, war dann neue Hinterachse für den 911er, den letzten luftgekühlten, sprich 993. Ja. Und da ist das Konzept für diese aufgelöste Hinterachse tatsächlich von einem Kollegen und von mir zusammen gemacht worden. Oh, da ist ja da habe ich auch schon mit dem Dr. Betz gesprochen, Ulrich Betz. Genau, der war ja damals auch so Projektleiter quasi für den 993, glaube ich, oder? Oder der Entwicklungsvorstand. Ja, er war Entwicklungsvorstand. Genau, und der hat sich auch bei mir tierisch aufgeregt über das Fahrverhalten des 964. Er hat gesagt, das war eine Rumpelbude, das durfte nicht so sein und 993 musste perfekt sein. Zu Recht. Und das, genau. Ist seine Meinung. Ja. Und bei Porsche hatten sie ja eigentlich eine tolle Spielwiese und ich glaube, das haben sie irgendwann mal in einem Interview auch gesagt, dass Porsche für also dass man das immer als technisch so vorreitermäßig wahrgenommen hat, dass eigentlich der 911er, das G-Modell, doch noch recht rudimentär war, wenn man andere Hersteller dagegen schon gesehen hat, oder? Mit Drehstäben. Ja, hat er gehabt. Das G-Modell hatte noch Drehstäbe, und zwar vorne und hinten. Ja. Und beim 64er haben sie dann die Drehstäbe rausgeschmissen, aber eigentlich ohne das Kernproblem zu lösen. Ja, genau. Das war, also die Achse saß zu eng an der Karosserie. Ja, das Achskonzept, muss man sagen. Der hat ja Schräglenkerachse hinten. Das hatte das G-Modell auch. Ja, halt ein anderes Federelement war drin, aber sagen wir, das Achskonzept selber war das gleiche. Ja. Und eine Schräglenkerachse ist per se keine schlechte Achse. Aber in einem 911er mit Heckmotor oder in einem Fahrzeug mit Heckmotor ist es ungefähr das Falscheste, was man machen kann. Also man muss jetzt vorsichtig sein, was man sagt, weil man tritt ein bisschen die Kollegen mit Füßen, die, sagen wir mal, dieses Konzept nochmal da 20 Jahre vorher entwickelt haben, so Anfang der 60er Jahre, für den ersten 911er. Und in der Zwischenzeit hat sich ja nichts mehr getan. Ja.
Und man kannte ja diese Achse dann im Endeffekt dann auch nur als, sagen wir mal, Weiterentwicklung dessen, was vorhin im 356er drin war. Ja. Und diese Achse funktioniert dann einigermaßen gut, wenn ich alle Gummielemente rausschmeiße, ja, wenn keine Elastizität mehr dran ist. Man hat aber immer Gummilager drin, dort wo sich die Lenker bewegen, die dann im Grunde tordiert werden. Und die Gummilager haben natürlich dann auch die Eigenschaft, dass sie in eine bestimmte Richtung nachgeben. Ja, und das Zusammenwirken dieser verschiedenen Gummilager und Elastizitäten nennt man dann Elastokinematik. Und wenn man die Kennungen der einzelnen Lager kennt, dann kann man das heute berechnen und dann weiß man, wie sich die Achse verhält, wenn man zum Beispiel bei einer Kurvenfahrt vom Gas runtergeht. Ja, wenn ich von Zug auf Schub wechsle oder umgekehrt. Und da macht eine Schräglenkachse genau das Verkehrte. Ja, und daher ist auch im Grunde dieser Ruf entstanden, dieser Heckschleuder des Elfers, das er heute nicht mehr hat. Nee, was man mit Gewalt immer ausgetrieben hat und eigentlich hat man die Basis nicht angefasst. Und eigentlich war das die Achse, war da der Übeltäter. Und vor allen Dingen halt in der elastischen Ausführung. Es gibt ja dann auch Fahrzeuge wie 964er, da gibt es ein RS, die man dann sehr hart ausgelegt hat und man die Gummilager durch Uniballs ersetzt hat, die dann praktisch die Elastizität rausnehmen und dann funktioniert es einigermaßen gut. Okay. Weil rein von der Kinematik her passt sie ganz gut, aber Elastokinematik in dem Auto geht nicht. Ah, okay. Also interessant, das mal so erklärt zu bekommen. Vor allem erklären Sie so, dass sogar ich das verstehe oder zumindest so tun kann. Und bei den Rennversionen hat es dann dadurch immer geklappt, dass man die härter ausgelegt hat. Ja, genau. Dass man das die Renner haben keine Gummilager dran. Okay. Und da spielt das praktisch nicht die Rolle. Man kann sich das vorstellen, wie ein Kugellager, das dann da eingesetzt ist. Das gibt halt nicht nach, aber das erlaubt halt die Bewegung. Ja. Und so ein Gummilager, das erlaubt auch die Bewegung, aber es gibt halt auch in bestimmten Richtungen nach. Macht man bewusst, um einen gewissen Abrollkomfort zu bekommen. So gerade so Querfugen oder sowas. Das wird dann viel geschluckt von diesen Elasto-Elementen. Aber manchmal machen es halt auch nicht das, was man will. Ja. Und altern dann ja auch. Und dann geht es ja erst recht. Altern natürlich beim Alter und das kommt da dazu. Ja, genau. Und beim 993, was haben Sie da grundsätzlich geändert? Gut, also wenn man so einen auf der Bühne sieht, weiß man, das ist komplett anders. Ne? Also das ist ja viel komplexer. Ja, der hat praktisch eine sogenannte aufgelöste Doppelquerlenkerachse hinten dran. Und eine aufgelöste heißt, bei einer Doppelquerlenkerachse habe ich oben einen Lenker und habe unten einen Lenker. Der ist mit jeweils an 2 Stellen an der Karosserie befestigt und an einer Stelle mit dem Radträger am Rad draußen. Und dann gibt es auch eine Spurstange. So, und aufgelöst heißt dann, man hat praktisch aus einem Dreieckslenker hat man 2 gemacht, was dazu führt, dass auf der Radseite dann 2 Lager sitzen. Das macht man oft aus räumlichen Gründen, weil man es nicht anders hinbekommt, um die Lager unterzubringen oder um gewisse Lenkachsen und Spreizachsen so in den Raum zu legen, dass sich die richtige Bewegung unter elastokinematischen und kinematischen Verhältnissen ergibt. Das haben wir gut ausgerechnet seinerzeit und haben diese Achse dann sogar noch mit so Fahrschemellagern ausgestattet. Also sehr luxuriös eigentlich. Darum ist der 93er vom Abrollverhalten eigentlich grandios gut. Ja. Und die Achse macht auch noch das, was sie soll. Das ja auch noch, mein Gott. Ja. Und kann das sein, dass es beim 11er nochmal ein Tick schwieriger ist, weil der Motor ganz hinten sitzt, dass man einfach viel weniger Platz hat zur Seite weg? Das ist natürlich schwierig und man hat auch aus dem Grund beim 93er die Spur hinten vergrößert. Ja. Der 93er ist ja hinten breiter geworden gegenüber dem 964er. Der 64er war noch schlank, wie das G-Modell. Und der 93er ist schon ein bisschen breiter geworden. Ansonsten kriegt man die Lenkerlänge nicht zusammen, aber dazwischen, zwischen dem Motor und den Lenkern, da sitzt dann auch noch ein Karosserie-Längsträger, der sogenannte Träger 3. Und da geht es ganz schön eng zu. Ja. Und wenn man sich das dann mal anschaut, selbst heute noch, wie nah so eine Abgasanlage teilweise an den Reifen vorbeiläuft, das ist alles ausgetüftelt, bis auf den letzten, fast bis aufs letzte Zehntel. Leicht hat sie das Porsche nie gemacht, mit dem Festhalten am Heckmotor. Mit dem Heckmotor, ja. Man könnte natürlich sagen, warum hat man dann nicht so ein Konzept wie ein 944er weiterentwickelt, also mit dem Frontmotor und Getriebe
Getriebe hinten und ein Transaxle oder sowas. Aber das war, ja, wenn man noch eins dazu sagen, der 911 war in der Zeit, wo es diese Diskussionen gab in den 80er Jahren, was macht man denn so als nächstes? Da war der 11er einer unter 3 Sportwagen bei Porsche. Aber es war nicht der Porsche. Diesen Nimbus, den dieses Auto heute hat, dieses ikonenhafte, die Ikone 911, das war er damals noch nicht. Der ist in Konkurrenz gestanden zu einem 928er, der hätte eigentlich ablösen sollen. So war ja mal der Gedanke. Und auch ein 944er oder 44 Turbo. Die waren alle in der gleichen Liga, was die Fahrleistungen angeht. Und von daher war das nicht eindeutig. Zum Glück hat sich das dann aber so entwickelt, dass man gesagt hat, was macht ein Porsche aus? Was ist einzigartig und was ist vielleicht eher austauschbar? Und das, was eher austauschbar ist, das haben wir dann eher zur Seite gelegt und haben uns auf das konzentriert, was Porsche ausmacht, was Porsche auch abhebt von anderen, unverwechselbar, nicht austauschbar. Das war dann natürlich der 11er. Und mit dem 93er hat man schon gesehen, wenn man ihn richtig macht, dann funktioniert er auch. Ja. Und dann war im Grunde die Diskussion schon weg. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre, als Porsche in diese existenzielle Krise gerutscht ist, hat man auch den Vorstand mehr oder weniger komplett ausgetauscht mit der Zeit. Und da möchte ich sehr positiv erwähnen den Vertriebsvorstand, den Hans Riedl, der damals kam, und auch mit noch ein paar Mitarbeitern, die kamen alle von BMW und sind zu Porsche gekommen, die er mitgebracht hat, die uns Porscheanern, erstmal klar gemacht haben, was wir mit dem 911 eigentlich haben. Das ist ein Auto, das haben die anderen nicht. Ja. Die anderen suchen immer nach unverwechselbaren Themen, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben gegenüber Konkurrenten und zu sagen, ja, wir haben das eine. Und dann kommen die Kollegen hierher zu Porsche und sagen, ihr habt's das, ihr müsst es nur richtig machen. Das war alles in einem Package, ne? Eine einmalige Form, ja. Boxermotor, Heckmotor. Und diese ikonenbewusste Diskussion Ende der 80er Jahre, die gab es bei Porsche intern noch gar nicht so stark. Ja. Was eigentlich erstaunlich ist, weil es doch immer die sogenannten gusseisernen Fahrer gab, die ja eigentlich immer aufgeschrien haben, wenn irgendwas von diesem ikonenhaften weggenommen wurde. Die gusseisernen, ja, die waren teilweise ziemlich lästig. Weil sie sich ein bisschen versperrt haben gegenüber neuen Dingen. Ja. Nee, aber man hat die schon ernst genommen, also keine Frage. Und letztendlich hat man sich auch richtig auseinandergesetzt und hat gewusst, wenn man 11er richtig macht, dann funktioniert er auch. Und eigentlich der Schlüssel zum Bewusstseinswandel war eigentlich der 993. Den kann man heute noch fahren, das Auto fährt super. Ja. Ja. Und so hat man letztlich, denke ich, auf das richtige Pferd gesetzt. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er gab es ja durchaus schon Überlegungen, nachdem man in die Krise gerutscht war, wie kommt man aus der Krise wieder raus? Die Krise war durchaus hausgemacht, die Porsche damals erlebt hatte. Ausgelöst oder beschleunigt wurde sie halt durch einen Dollarkurs, der halt extrem nach unten gegangen ist. Vorher gab es für $1 4 D-Mark. Und das hat alle Mängel in der Produktplanung und im Produktangebot hat es überdeckt. Ja. Und dann ist der Dollar eingekracht und dann ist halt vom Verdienst her nicht mehr gegangen. Gleichzeitig waren die Autos alt, es war nichts Neues mehr da und dann geht es rasend schnell bergab. Und noch kleine Stückzahlen, ne? Also pro Auto 944. Sie sagten ja, das war ein Riesenportfolio und kein Gleichteil. Kein Gleichteil. 928 komplett was anderes, Motor. Ja, die drei haben nichts mit, also vielleicht 944 und 928 noch ein bisschen was, aber das kann man vergessen. Ja. Und vor allen Dingen zielten alle 3 Autos in das gleiche Segment rein. Genau. Und das Segment ist nicht riesig groß. Also wenn sich da mal ein Kunde für einen Porsche entscheidet, also für die Marke Porsche, dann kauft vielleicht einen von den 3 oder kauft nicht alle 3. Nee, klar. Ja. Und das war halt so die Erfahrung, wo man gesagt hat, also
mehr als ein Auto. Natürlich wollen wir das haben in Zukunft mehr. Aber wir müssen in verschiedene Segmente rein. Ja, so ist das der Gedanke da mit dem Boxster entstanden, der eigentlich als 968 Nachfolger tituliert war. Ja, weil er sollte den 968 ersetzen. Der 68 aber damals der billigste Porsche, obwohl das relativ teuer war. Also der 944 Nachfolger. 44 Nachfolger, ja genau. In den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, hat man ihn gemacht. War eigentlich ein gutes Auto, aber viel zu teuer intern. Aber er hat halt noch ein bisschen Stückzahl gebracht und wir haben gewusst, wenn wir was brauchen, dann brauchen wir ein Auto im unteren Preissegment, um Einsteiger zu generieren und vielleicht auch Volumen zu generieren. Und den 11er und was drüber ist, dann schauen wir mal später. Ja. Und da aber die Gleichteile zu maximieren, war, sagen wir mal, eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber in meinem zweiten Teil bei Porsche nach der Fahrwerkskonstruktion ist uns das eigentlich ganz gut gelungen, da umzusetzen. Klingt bescheiden, aber ja, kann man vielleicht so sagen. Ja, also es war eigentlich dann schon unternehmensrettend, um halt die Bescheidenheit zur Seite zu legen. Weil klar, der 906, egal ob die Leute ihn mögen oder nicht, der sorgt dafür, dass Porsche noch da ist. Also 996er in Verbindung mit 986er, den muss man immer in einem Atemzug erwähnen, weil die leben nur voneinander. Ja. Und weil die haben ein Gleichteilvolumen generiert, das wir uns vorher nicht so träumen gewagt hatten. Wenn man die im Rückspiegel sieht, weiß man fast gar nicht, wer jetzt dahinter einem ist. Ne? Also genau. Die Front, wenn man damals diese Spiegeleier-Scheinwerfer nimmt, die sehen ja fast genau gleich aus. Das mit den Scheinwerfern, ja, können wir vielleicht nachher noch vertiefen, aber wichtig war eigentlich, dass man sich hingesetzt hat und hat gesagt, in welches Segment wollen wir reingehen und wie kann man ein Gleichteilpaket schnüren zwischen diesen Segmenten. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, dadurch, dass wir eben den Boxster als Mittelmotor ausgeprägt haben und der im Grunde bis zur B-Säule alles unten drunter, ganze Bodengruppe mitsamt der Achsen und also wirklich Identteile übernimmt vom 11er oder gleich hat man im 11er. Man kann auch sagen, der 11er übernimmt so einen Boxster und differenziert nach hinten raus. Und das ist uns eigentlich gut gelungen. Und die große Freude für mich damals war, ich habe damals unheimlich eng zusammengearbeitet mit den Controllern. Ja. Normalerweise Ingenieur und Controller, das ist wie so Spinnefeind, das funktioniert eigentlich nicht. Und wir waren aber eigentlich die besten Sparringspartner. Ja. Wir sind jede Woche mehrfach zusammengesessen und haben gesagt, wenn wir das Teil noch gleich machen, ja, dann machen wir halt anstatt 10 oder 20.000 Stück pro Jahr, machen wir halt 40.000. Ja. Und da ist man in einem Stückzahlbereich drin, da passen richtig die Preise. Da geht es richtig rasant nach unten. Das ist was anderes, wenn man mal 400.000 Stück im Jahr macht und erhöht dann das Volumen, dann löst man eher nur Zusatzinvestitionen aus. Und da kommt stückkostenmäßig da nichts mehr. Aber in dem Bereich kommt es extrem. Ja. Okay. Ich dachte, das skaliert immer weiter noch. Aber Sie haben recht. Ja, wenn Sie dann neue Maschinen nachkaufen müssen, fängt man wieder bei Null an. Genau. Ja. Also man muss ja dazu sagen, wenn man, sagen wir mal, so ein Modell hat und macht 30.000 Stück im Jahr, so Durchschnittsstückzahl beim 11er ein bisschen höher. Das lastet ja die Werkzeuge, die man braucht, überhaupt nicht aus. Also die Werkzeuge, die könnten viel mehr. Ja. Aber man braucht die Werkzeuge, damit sie ordentliche Qualität liefern. Und in dem Segment kann man halt in dem Preis nicht mehr verkaufen. Das ist extrem hoch, dieser Stückzahlanteil. Aber wenn man das dann verdoppelt in dem Bereich, dann purzeln halt die sogenannten Stückkosten richtig nach unten. Dann geht es richtig runter. Und wenn man dann fürs Auto trotzdem noch das Gleiche verlangt wie vorher oder ihn nur ein bisschen billiger macht. Haben wir einen guten Deal gemacht. Dann ist man der Freund des Controllings automatisch. Ne? Ja, genau. Wie war das denn? Aber das hat mich auch gefreut, ja, weil wir gesehen haben, mit dem Konzept sind wir auf dem richtigen Weg. Ja. Vorher hat Porsche rote Zahlen geschrieben. Mit dem 93 ist es dann mal so ganz leicht ein bisschen positiv geworden. Und man hat schon gesehen, man ist ein bisschen auf der richtigen Seite unterwegs. Aber mit dem Pärchen 86er und 96er, da machen wir den Sprung. Aber man wusste ja schon bei Porsche auch, als der 993 rauskam, dass dieses luftgekühlte Konzept eigentlich am Ende der Lebenszeit angekommen ist, wegen der Abgaswerte, wegen
vielleicht auch Leistungswerten und so. Ne? Ja. Hatte man mal überlegt, irgendwie den 993 und vielleicht also so ein bisschen mehr vom Gesicht her als Basis zu nehmen für die Nachfolger? Weil der 996 ist ja ein extremer Cut gewesen, in der ganzen Optik, in der ganzen Auslegung. Die ganze Karosserie ist breiter, man wollte länger. eigentlich man muss anders anfangen. Man hatte 1993 in Detroit den Boxster Showcar hingestellt. Mhm. Und der Boxster Showcar, der dort stand, der hatte eben diese Scheinwerfer auch schon, die dort übrigens keinen Menschen gestört haben. Ja, stimmt. Und dieser Showcar, der Boxster Showcar, der wich damals relativ stark vom Styling gegenüber dem Entwicklungsstand des Boxsters ab. Mhm. Also und nachdem das aber in Detroit so gut funktioniert hat, haben wir den Boxster nochmal relativ deutlich überarbeitet. Die größten Änderungen waren im ganzen Heckbereich und haben das Auto stilistisch überarbeitet, damit er möglichst nah an die Studie kommt. Was dann auch gut funktioniert hat. Musste größer werden insgesamt auch, ne? Weil ich glaube, der war viel zu klein eigentlich. Der war auch zu klein. Der hätte technisch nicht funktioniert in manchen Belangen. Was aber dann mit der Serie dann natürlich funktioniert hat. Mhm. Ja. Und das war von der stilistischen Ausprägung her, war es so ein Link zwischen den 50er Jahren, zwischen den 55er, aber doch in die Neuzeit transferiert. Hat gut funktioniert bei der Boxster-Studie. Mhm. Und damit war auch das Scheinwerferkonzept dann eigentlich schon fast gestanden. Ja. Und man hat dann eigentlich nur relativ wenig dann gemacht. Unser Ziel war auf jeden Fall, alle Lichteinheiten in einem Gehäuse unterzubringen, um auch da wieder Kosten zu sparen. Und der Einfachheit halber haben wir den Scheinwerfer halt für den 996 übernommen. Dann haben wir gesagt, das ganze Auto schaut schon so viel anders aus. Mit dem Dach, den ganzen Heckbereich. Hat ja auch ein bisschen andere Schürze vorne. Anderes Bugteil, da können wir uns das erlauben. Das war intern überhaupt keine Diskussion, muss man sagen. Ja, die Diskussion ist erst außen in der Öffentlichkeit. Ist ja oft so, ne? Wenn die Presse mal anfängt und dann bohren sich alle drauf fest. Ja, es hat uns eigentlich fast ein bisschen überrascht, muss man sagen. Ja. Weil damit hat man nicht gerechnet. Okay. Wäre vielleicht sogar anders gewesen, wenn der 96er zuerst gekommen wäre. Mhm. Weil dann hat das höherpreisige Fahrzeug was eingeführt, was zum höherpreisigen Fahrzeug gehört. Und dann übernimmt es der günstigere. Mhm. Aber so hat es der günstigere praktisch eingeführt und der teure hat das vom günstigen übernommen. Ja, okay. Und das, war ein Lerneffekt. Am Ende des Tages zählen die Verkaufszahlen und die waren ja gut. Das war extrem hoch. Grandios. Ja. Ich glaube, der 96er ist über die Jahre tatsächlich immer noch der 11er mit den höchsten Stückzahlen, also die Generation. Und ja, ist gut gelaufen auf jeden Fall. Allen Unkenrufen zum Trotz, allen Spiegeleiern. Gut, ab 2001 haben wir sie dann aufgelöst. Haben ja den Turbo vorher eingeführt und mit dem Turbo haben wir neue Scheinwerfer dort gebracht. Dann war die Diskussion sowieso beendet. Was war Ihre Aufgabe damals? Sie waren schon Baueinchef, oder? Zwischen 1990 und 2000 war ich Abteilungsleiter für den Bereich Fahrzeugkonzepte und Package, also eben diese Konzeption des Fahrzeugs, des Boxsters und des 996ers, das ist in diesem Bereich entstanden, aber natürlich dann ausgearbeitet worden über die ganzen Simultaneous Engineering Teams, die damals auch neu eingeführt worden sind. Die Kollegen in den ganzen Fachbereichen haben das dann natürlich ins Laufen gebracht. Aber trotzdem war die Rolle eigentlich sehr wesentlich, weil eigentlich das Grundkonzept des Boxsters vor allem und des Elfers in dieser Kombination, das ist bei uns entstanden. Und ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Da ist es darum gegangen, um die Basisabmessungen des Elfers. Wir hatten ganz am Anfang, wo es losgegangen ist, dass wir dieses Pärchen entwickeln, hatten wir 2 Konzeptteams. Ein Konzeptteam für den Boxster und ein Konzeptteam für den Elfer. Und das Konzeptteam für den Elfer habe ich damals geleitet. Und das für den Boxster ein Kollege von mir. Ja. Und dann bin ich am Wochenende daheim gewesen, bin mit meiner Frau zusammengesessen zum Kaffee. Und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt müssen wir noch den Radstand festlegen vom Elfer, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, 2272 war der Radstand vom 964 und vom 993 und von den Elfern vorher, da hat sich nichts verändert. Also gut, die 8 cm bräuchten wir schon. Machen wir 2350, fertig. Das war's. Das hat dann gehalten bis zur Ablösung durch den 991er.
Da haben wir 100 mm draufgepackt. Beim Kaffeetrinken festgelegt. Merkt man eigentlich, wenn man bei Porsche ist und Sie waren jetzt da dann schon für den 911er verantwortlich, dass da so ein bisschen die Nervosität steigt, wenn ein neues Modell auf den Markt geworfen wird, dass man sagt, oh Gott, der 11er, die Ikone, hoffentlich haben wir nicht zu viel gemacht. Eigentlich nicht. Weil wir hatten damals schon gemerkt mit dem neuen 93er, der auf den Markt kam und durch die Boxster-Studie. Die Boxster-Studie darf man nicht unterschätzen, was die für Auswirkungen gehabt hat auf das Gesamtunternehmen. Und zwar eher psychologisch. Man hat gemerkt, in dem Moment, wenn Porsche was Neues bringt, dann springt die Welt mit Freude drauf. Und wenn das einigermaßen gut gemacht ist, dann löst man nur Begeisterung aus. Und wir haben gemerkt, gerade mit der Boxster-Studie, da war ja Porsche noch richtig in der Krise drin. Wir haben negative Zahlen geschrieben. Dann zeigt man dieses Auto und dann liest man halt so Schlagzeilen, wow, jetzt hat's Porsche begriffen und wieder was Richtiges und richtig positiv. Und dann der 93er hat praktisch diesen Effekt schon ein bisschen aufnehmen können und der hat sich ja auch schon sehr gut verkauft da. Gleichwohl hat er natürlich noch nicht so diese Stückkostenerträge eingefahren wie hinterher dann ein 996 oder ein 986er. Ja, es war eine sehr spannende Zeit, aber trotzdem muss man sagen, so im Nachhinein betrachtet, der Boxster und der 996er, die haben den Grundstein gelegt für das, was Porsche heute ist. Ohne die hätte es nicht funktioniert. Ohne die hätte es den Cayenne nicht gegeben. Ohne die hätte es den Panamera nicht gegeben. Ohne die hätte Porsche vielleicht jetzt zu Mercedes oder Toyota gehört. Man weiß es nicht. Ja, wer weiß, ja. Das ist ja schon beeindruckend eigentlich. Und deswegen finde ich davon die Autos auch gar nicht, egal, wenn man sagt, so, 996 und so, komme ich mit der Optik nicht klar, aber das sind wirklich die Rettungsanker und wie Sie sagen, der Boxster sind die Rettungsanker von Porsche gewesen. Definitiv, das ist wirklich interessant, ne? Dass die Autos den Turnaround zu hinbekommen haben und sich weltweit so extrem gut verkauft haben. Ja, letztendlich haben sie auch ihre Stückzahlerwartungen bei weitem übertroffen, ja. Also das erklärte Ziel war ja 30.000 Sportwagen zu fertigen. Also wenn man weiß, auf welche Stückzahlen, dass man abgestürzt war, ja, war 30.000 schon eine tolle Stückzahl und gemacht haben wir teilweise bis an die 60.000 Stück. Ja. Aber kalkuliert war halt alles auf 30.000. Das heißt, jedes Auto mehr war bares Geld in die Kassen. Ja. Ja. Und das war dann mal natürlich schon extrem wichtig. Wie war Wendelin Wiedeking? Mit dem haben Sie ja wahrscheinlich auch eng oder viel zu tun gehabt. Ja. Also der ist ja am Anfang wirklich fast im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Kettensäge durch und hat Regale und so zersägt. Ja gut, am Anfang war natürlich sehr stark im Produktionsbereich wirksam, was auch dringend notwendig war. Ja. Also da hat er natürlich auch extreme Erfahrungen, auch weil er aus dem Bereich schon kam und war dann noch bei einem anderen Zulieferer dann ein paar Jahre, wo er dann zurückkam, dann zunächst mal als Produktionsvorstand und dann als Vorstandsvorsitzender. Ich habe ihn sehr geschätzt, muss ich sagen. Wir haben uns gut verstanden. Weil der Wiedeking, das war halt ein richtiger Unternehmer. Ja. Und man hätte auch meinen können, die Firma gehört ihm. So hat er agiert, also so positiv. Ja. Und hat alles in Frage gestellt und hat eigentlich die Kultur innerhalb Porsches verändert. Ja. Und herausgekommen ist eigentlich eine Kultur, die sehr offen ist, die ehrlich ist und die vor allen Dingen komplett transparent ist. Bis Anfang der 90er wusste kein Konstrukteur, was das Bauteil, das er konstruiert, eigentlich kostet. Ja, das wusste irgendein Controller, der hat das in einen Panzerschrank gelegt, die ganzen Abschlusswerte und sowas. Das durfte keiner wissen. Ja, aber wie soll ich denn ein Bauteil Kosten optimieren, wenn ich nicht einmal weiß, was das kostet? Ja. Also es war eigentlich nur krank. Ja. Und das hat er weggefegt. Ja. Und hat eine Transparenz geschaffen und mit der Transparenz ist auch das Verständnis und das Bewusstsein bei den Mitarbeitern entsprechend gestiegen. Und mit der Offenheit hat es eine richtige Kulturveränderung auch gegeben, weil man im Grunde sagen konnte, wenn was nicht in Ordnung ist. Und dann ist man nicht an die Wand gestellt worden, sondern hat dann gesagt, okay, haben wir ein Problem, wie machen wir denn das? Ja, dann ist nach einer Lösung gesucht worden.
dann ist nicht der Schuldige gesucht worden, sondern es ist eine Lösung gesucht worden. Das hat man eher in Wolfsburg gemacht. Da möchte ich mir jetzt nicht allzu tief äußern. Könnte sein, wir müssten sonst das Interview abbrechen. Das klingt so Pirch-mäßig. Irgendwie hört man immer wieder. Ja, also sage lieber nichts dazu. Nee, da könnte sein, dass mein Blutdruck steigt. Ja. Also nur eins, die Dieselkrise, das war schon hausgemacht. Ja. Das war Frage der Zeit, bis das sowas kommt. Und ja, gut. Aber da ist jetzt nicht unsere Baustelle. Nee, zum Glück nicht. Wir reden zum Glück nicht. Über Porsche. Ja, vielleicht zu mir nochmal, gell. Also die Zeit 1990 bis 2000 war eigentlich, obwohl wir in einer totalen Krise waren, war es eine unheimlich positive Zeit. Das habe ich mir auch gerade gefragt, wie man die Mitarbeiter überhält. Das ist ja in Krisenunternehmen oftmals schwierig. Ne? Dass da die Leute, die sich nicht zerfleddern, die besten Köpfe abgeworben werden und man eigentlich immer mehr ausdünnt und ausblutet. So. Und trotzdem hat Porsche das geschafft, sie zu motivieren, zu bleiben und mit dieser Passion weiterzuarbeiten. Ja, gut, und von ein paar Leuten musste man sich trennen. Also das war dann, also unter sehr sozialen Randbedingungen hat man das gemacht. Und die paar, die ich selber auch in meinem Bereich verloren hatte, da weiß ich, die sind alle gut untergekommen, sind zum Mercedes oder sonst wohin. Teilweise der eine oder andere ist dann hinterher wieder zurückgekommen. Also es war dann schon in Ordnung. Aber mit dieser Kulturveränderung, dann haben alle an einem Strang gezogen. Ja. Und die haben auch auf einmal gewusst, warum sie das machen, weil es ist ihnen erklärt worden. Ja. Wenn wir hier das verändern, dann senken wir die Kosten, dann erhöhen wir die Deckungsbeiträge, oder wenn wir die Produktionskosten senken, oder dann werden wir da wieder günstiger. Wir müssen, und es ist gesagt worden, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, sodass es im Grunde funktioniert. Und dann haben das die Leute verstanden. Wenn man es den Leuten erklärt, dann ziehen die voll mit. Also da haben wir kein Motivationsprogramm starten müssen. Gab es mal so Stellschrauben, die Ihnen wehgetan haben, wo Sie sagen so, oh, Lederqualität hätte ich doch gerne ein bisschen dicker, oder Kunststoff, wo Sie gesagt haben, ist das noch Oberklasse Sportwagen? Ehrlich gesagt nein, sondern wir haben dann eher hinterher dann nochmal ein bisschen nachgebessert, weil wir vielleicht alle miteinander übers Ziel hinausgeschossen sind, wie beim 96er, keinen Handschuhkasten oder sowas. Ja, stimmt. Und das mit den Scheinwerfern hat man ja bei der Gelegenheit dann auch gelöst. Ja, wobei ich die jetzt im Nachhinein finde ich die gar nicht mehr schlimm. Also ich finde das erst fast schon. Also ich persönlich habe da mit den Dingern nie ein Problem gehabt. Das ist immer so schlimm, finde ich. Also es ist ganz finster, wenn die so vergilben, oder mit der Zeit. Diese Kunststoffstreuscheiben. Was ja aus der Zeit fast jedes Auto hat. Ja, das ist eigentlich, ist nicht schön. Ja. Durch die UV-Strahlung vergilben die. Ja. Und da ist die Qualität heute besser. Das ist speziell in Märkten mit so einer hohen Sonneneinstrahlung wie Kalifornien oder so. Da sieht man manchmal Autos rumfahren. Ja. Und man sich denkt, passt nicht zu unserem Namen. Nee, das stimmt, genau. Ja, passt nicht zu unserem Namen. Ja. Aber da hat man es nicht besser gewusst. Ja. Zu dem Zeitpunkt hat es das Bestmögliche gemacht. Da hat es natürlich im Laufe der Zeit dann auch wieder nachgebessert. Man hatte nicht diese Langzeittests, und ich finde, der zweite große Fauxpas aus der Zeit, was gar nicht Porsche betrifft, aber BMW, Mercedes, VW, dieser Softlack, der ja ganz toll ist von der Haptik, wenn er neu ist, aber der dann irgendwann aussieht wie so ein Rubbellos, was man weggeschmissen hat. Ne? Ja, wenn die Weichmacher draußen sind, dann dann knippelt man den so ab. Aber trotzdem haben wir ein paar Sachen auch bei Porsche gemacht, das wissen die meisten Leute eigentlich nicht. Sodass man zum Beispiel auch ab dem 93er, glaube ich, hatten alle Fahrzeuge in Klarlack, also auch die mit einer Uni-Lackierung, also weiß oder rot oder schwarz, was vorher nicht der Fall war. Und das ist ja schon so ein Langzeitthema. Ja, gerade rot ist ja entsprechend ist eine extrem empfindliche Farbe, was auch dieses Nachlassen des Farbtons angeht. Stimmt, ja. Ja, und wenn die kein Klarlack drauf haben, dann gehören die im Laufe der Zeit der Katz, ja. Also man hat dann schon auch Geld ausgegeben für manche Dinge, die man vielleicht sogar auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja. Aber die dann doch die Langzeitstabilität im Fahrzeug dann gewährleisten. Aber dass man irgendwelche günstigen Teile eingesetzt hätte oder Lösungen gemacht hätte, wo ich mir gesagt habe oder hätte, warum machen wir das nicht besser? Nee, war eigentlich nicht. Es gibt ja nur eine Sache noch, immer wieder in jedem Gebrauchtwagentest ist es diese Laufbuchsen, die Zylinderlaufbahn beim 996, glaube ich. Das hat man aber ja, produktionstechnische Gründe. Ich sage jetzt mal, da gibt es Lerneffekte. Ja, genau. Ja.
bei den Kollegen und zweiter Lerneffekt war sicher die Zwischenwelle, ja, die bei den 986er und 96er Motoren teilweise ausgelaufen war bei den Lagerstellen, ja, und dann erhebliche Motorschäden verursacht hat. Und das hat man dann ab dem Typ 997 ist das dann im Grunde, hatte man es im Griff, ja, weil man die Lagerstellen derartig verstärkt hat, weit über alles rechnerische Wissen hinaus. Also man reizt es ja nicht bis aufs Letzte mit Absicht aus, gerade beim Serienauto, wenn es dann trotzdem nicht hält oder Probleme verursacht. Dann deutet es sehr oft darauf hin, dass man vielleicht einen Sachverhalt nicht ganz verstanden hatte. Ja. So, und das war bei dem Motor dann auch so, ab 2004, 2005 war das Thema dann gelöst, weil man die Lagerung für diese Zwischenwelle so verstärkt hat, dass es einem die Nackenhaare aufstellt. Also bei Weitem, man hätte gesagt, total überdimensioniert, aber dann war eine Ruhe. Ja. Also da steckt ja ein Effekt drin, den man nicht verstanden hatte. Ja. Und bei den Motoren danach war das ja dann nicht mehr der Fall. Also da gibt es schon noch Lerneffekte. Aber interessanterweise geht ja nicht jeder Motor kaputt. Gell? Ja, das ist das Verrückte. Ne? Also das ist ja... Es gibt ja jetzt immer so die Empfehlung, dass man sagt, wenn man jetzt einen findet mit 160.000, 170.000 Kilometern, dann kommt nichts mehr. Nee, genau. Ja. Ja. Ich hatte selber mal so ein Cabrio, das kann ich mir gut erinnern, so ein Dienst- oder Leasing-Auto damals. Und den habe ich am Wochenende einen anderen Kollegen gegeben. Und genau der hat einen totalen Kapitalmotorschaden dann gehabt damit. Eben auch Zwischenwellenlagerung. Ja. Okay. Aber der eine hat es, der andere hat es nicht. Also irgendwie so ganz systematisch. Auf jeden Fall, das Thema ist weg. Ja, zum Glück. Gut zu wissen. Ja, und 902 kann man wieder beruhigt kaufen. Da ist mir nichts bekannt. Okay. Genau. Wann wurden Sie, ja gut, Sie waren schon für die Baureihe verantwortlich, 911. Ja, für die Baureihe verantwortlich war ich ab 2001. Also mein letzter Job in dieser vorherigen Rolle war so quasi Sonderprojektleiter für den Carrera GT. Und das war so 98. Die Abteilung, ja, da müssen wir vielleicht doch nochmal auf den Dr. Beetz zurückspringen. Ja, sehr gerne. Wir können auch gerne mal über einen Viertürer reden. Ja, das standen ja auch schon bei uns damals. Ja, ich weiß. 89er. Dr. Beetz, das war ja quasi der Genickbrecher. Offiziell, ne? Also er sagt ja... Ja, das Auto selber war vielleicht, der 989 war vielleicht nicht unbedingt der Genickbrecher, sondern der Genickbrecher war, Porsche als Unternehmen hat es damals nicht verstanden, Kosten zu managen. Ja. Und das Problem von dem Auto war, dass er praktisch täglich teurer geworden ist. Und um diese, sagen wir, Deckungsbeiträge aber zu halten, musste man den Preis erhöhen. Und wenn man den Preis erhöht, dann geht die Stückzahl runter. Also irgendwann geht es sich nicht mehr aus, das Ganze. Und ja, das hat letztendlich einen Dr. Wiss seinen Kopf gekostet. Ja, weil es dann nicht so... Er war ja aber auch, man muss ihn da vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, er war ja auch nur in Anführungszeichen Entwicklungsvorstand. Und das Problem, das Porsche aber als Unternehmen hatte, war nicht nur in der Entwicklung zu suchen, sondern im Gesamtunternehmen. Das im Grunde, da sind wir wieder bei dem Thema Transparenz, nicht so gearbeitet hat, wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Und wie man es auch kennt, wenn man Betriebswirtschaft erstes Semester studiert. Ja. Also eigentlich hat man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So war Porsche damals unterwegs. Und der hohe Dollarkurs hat es halt seine Zeit beschleunigt. Ne? Ja. Das ist ja immer so. So externe Faktoren zeigen auf einmal die Probleme auf, die schon da waren. Das ist wie so ein Katalysator. So ein Brennglas, ja. Ja. Und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr oder irgendwas funktioniert. Ja. Aber, um auf den Dr. Beetz zurückzukommen, bevor der Entwicklungsvorstand wurde, war er bei BMW und dort Leiter der Technik GmbH. Hat den Z1 entwickelt. Ja, genau. Und hat dort eigentlich auch den Umfang Gesamtfahrzeugkonzeption kennen und schätzen gelernt, also bei BMW. Und dann ist er als Entwicklungsvorstand zurückgekommen und mit eins das erste war, dass er dann eine Abteilung gegründet hat. Hat dann nicht Leute eingekauft von außen, sondern, sagen wir mal, eine neue Abteilung gegründet und aus verschiedenen Bereichen bestückt. Also mit Leuten, die schon im Hause waren. Und da hatte ich nach kurzer Zeit, gerade ein paar Monate, hatte ich das Glück, diese Abteilung leiten zu dürfen. Okay. Ja. Und das war so 89 ungefähr.
Und das ist dann gegangen bis 2000. Also 89 ist diese Abteilung erst gegründet worden. Ja, dann haben wir uns natürlich auch selber erstmal finden müssen. Gell? Das geht auch nicht so von heute auf morgen per Hausmitteilung, sondern das dauert auch ein bisschen, bis dass da so ein Laden rund läuft und bis dass sich die Leute richtig verstehen. Ja. Bis dass der eine weiß, was der andere meint und dann dass nicht viel Blindleistung drin ist. Aber mit der Zeit ist es dann richtig gut gelaufen und dann haben wir auch Kundenaufträge sogar übernommen in den Bereich rein. Und haben dann auch die nächste Baureihe schon gesucht, so ab 97, 98 ungefähr, als sich abgezeichnet hat, dass 86 und 96 richtig gut funktioniert und richtig Geld auch reinkommt, war dann schon der Gedanke relativ naheliegend, noch eine dritte Baureihe zu machen. Das war aber von vornherein nicht klar, was man macht. Also, dass ein SUV wird, war nicht gesetzt. War auf einmal der Zeitgeist, der dann da war. War Zeitgeist und war auch wieder dem geschuldet, dieser alten Erfahrung, nicht noch ein Modell im gleichen Segment, sondern eigentlich in ein Segment reingehen, das weit genug weg ist von den Sportwagen. Wenn der Sportwagen mal aus irgendeinem Grund nicht mehr läuft, dann wollte man unabhängig sein. Das war richtig so. Ja. Und so, dass man immer noch ein Standbein hat, das dann eigentlich vernünftig funktioniert. Gut, da haben wir damals auch so verschiedene Konzepte erarbeitet und erprobt und das lief eigentlich diese Abteilung sehr gut und dann letztendlich hatte man auch, da ging es schon in Richtung SUV, hatte man gesagt, da gab es dann die erste Kritik schon draußen im Markt, dass der 96er vielleicht ein bisschen zu soft ist im Vergleich zu den vorherigen luftgekühlten. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Turbo und es gab noch keinen GT3. Ja, die waren alle noch nicht da. Gab nur diesen 11er mit den Spiegeleiern. Und dann hat man gesagt, zu dem Zeitpunkt, eigentlich müssen wir mal der Welt mal wieder zeigen, wie man einen Sportwagen richtig macht. Und das war dann so 98 ungefähr. Und dann hatten wir von unserer Abteilung ein paar Vorschläge gemacht, was wir machen an Modellen, was wir machen könnten. Und das habe ich vorgestellt im Vorstand seinerzeit. Und da war halt eben auch dieser Hochleistungs-Roadster dran, offenes Auto, was damals dem Zeitgeist entsprach. Und ja, machen wir einen Showcar. Wer macht den? Herr Achleitner, Sie haben das vorgestellt, das machen Sie jetzt gleich. Ja, okay, dann mache ich das. Die Abteilung hat gut funktioniert, also wenn ich da teilweise nicht da war, die ist schon von selber gelaufen. So dass ich mir die Zeit rausschneiden konnte, um eben diesen Carrera GT, am Anfang haben wir noch keinen Namen gehabt dafür, als Showcar zu begleiten, zu erarbeiten und ihn als Projektleiter dann zu machen, bis zu dieser Vorstellung in Paris. Und kurz danach gab es ja dann auch die Entscheidung, man geht in eine Serienproduktion. Das war vornherein nicht klar, nicht festgestanden. Und Michael Hölscher, sind wir wieder bei ihm, genau. Der hat dieses Auto dann in die Serie gebracht als Projektleiter. Und zu dieser Zeit, als er das übernommen hat, dann habe ich die Baureihe 911 übernommen. Da habe ich auch schon mit dem Bernd Rammler zu Gast gehabt, der den V10 entwickelt hat für den Wagen. Und mitentwickelt hat. Und da gab es ja auch die große Diskussion, das müsste doch eigentlich ein Boxermotor sein. Und er war großer Verfechter des V-Motors. Bei diesem Auto war es von vornherein nicht festgestanden, was man da für einen Motor verwenden. Es war also nicht irgendwie vorgegeben oder gesetzt oder sowas. Und wir haben tatsächlich verschiedene Motoren untersucht, jetzt von der Fahrzeugkonzeption her. Eins wäre nochmal ein leistungsgesteigerter 6-Zylinder-Boxer gewesen, also ein Turbomotor. Muss ja nochmal eins oben drauflegen und das hätte man aufladen müssen auf jeden Fall. Ja. Als Alternative war auch in Überlegung, den V8 vom Cayenne Turbo zu nehmen. Der Cayenne, der Motor war natürlich für den SUV ohne Rücksicht auf Verluste in der Höhe gebaut. Spielt ja bei dem Auto keine Rolle, aber Platz war ja da. Den hätten wir aber dann umbauen müssen auf Trockensumpf und so und hätten ihn flach hingekriegt. Wäre auch gegangen. Ja, und dann gab es noch den V10, der ist im Regal gestanden. Der rumlag, genau, weil er eigentlich Le Mans fahren sollte, was dann gecancelt wurde. Hätte Le Mans fahren sollen und durch diese Reglementänderungen,
die es erlaubt hat, dann relativ kurzfristig dann auch richtige Prototypen einzusetzen ohne Serienbezug. Hätte Porsche das nicht mehr geschafft, das heißt für 99, glaube ich, so ein Auto dann hinzustellen, und man hat dann gesagt, das ist aussichtslos, da brauchen wir gar nicht antreten, da starten wir gar nicht. So, und dann hat sich Porsche da rausgezogen, aber den Motor gab es schon. Ja, dann, okay, dann schauen wir uns den Motor für unseren Supersportwagen an. Und das war aber ein Rennmotor. Ne? Und auch ein Rennmotor kann ich nicht 1:1 nehmen und ins Auto reinhängen. Ja, lustige Geschichte war das auf jeden Fall. Im Endeffekt haben wir dann doch den Motor genommen mit samtem Getriebe. Der große Vorteil von dem Motor und dem Getriebe war natürlich diese extrem niedrige Einbaulage mit dem niedrigen Schwerpunkt. Herausforderung sicher dann das Getriebe mit dieser, ich glaube, 120 mm Kohlefaserkupplung. Ja. War dann eine Innovation, anders hätte man es gar nicht hinbekommen. Und natürlich war das aber auch im Endeffekt zunächst mal ein Rennmotor. Und ja, lustige Geschichte vielleicht, für diesen Joker hat man ja auch Filmaufnahmen vorgesehen. Das war dann letztendlich für den Carrera GT, wie er dann hieß, ja, war letztendlich Wunsch, dann 2 Prototypen aufzubauen oder 2 Showcars aufzubauen, wobei einer tatsächlich fahren sollte. Dann hat man den V10-Motor und der hatte, ich weiß nicht, über 700 PS oder sowas. Der Rennmotor. Der Rennmotor. Okay. Und mit einer Leerlaufdrehzahl von 3.500 haben wir gesagt, wenn wir den Motor in dieses primitive Showcar reinhängen, da fällt uns auseinander. Ja, das geht gar nicht. Ja. Weil das ist Stückzahl 1, da ist nichts erprobt, nichts und nichts, teilweise nichts berechnet. Es ist pures Styling. Ja. Ja. Und wir hatten da so einen halbe Box der Bodengruppe unten drunter und da war halb auch vom GT1 seinerzeit vor allen Dingen die Vorderradaufhängung. Also es war ein wildes Durcheinander und zusammengeschweißt mit der Rennabteilung zusammen, mit echt guten Kollegen. Dann haben wir den Motor halt ziemlich brutal kastrieren müssen, damit der überhaupt im unteren Drehzahlbereich fahrbar ist. Damit dann der Walter Röhrl, der dann als Fahrer festgestanden war für dieses Showcar, nicht aus Versehen Gas gibt und die Teile fliegen alle nach vorne. Und dann haben wir ihm im Getriebe die Gänge 3 bis 6 haben wir ihm stillgelegt, damit er ja nicht so schnell fährt mit dem Auto. Und ja gut, letztendlich hat es dann funktioniert. Er hat dann immer noch 500 PS gehabt mit nur einer Drosselklappe statt 10. Für den Experten mit Steuerzeiten ohne Ventilüberschneidung. Das gibt es beim Serienauto. Ja. Beim normalen Golf gibt es das nicht. So was haben wir dann gemacht, dann hat er immer noch 500 PS gehabt. Ja, verdammt, immer so viel. Zum gesagt, sei bloß vorsichtig, sonst zerlegst das Ding. Ja, ganz witzig war das. Also gibt es schöne Anekdoten zu diesem Auto und war ja dann auch ein großer Erfolg dann bei seiner Präsentation. Und auch wieder so eine Ikone. Auch wieder so eine Ikone und war so ein großer Erfolg, dass wir nicht drum rumgekommen sind, das Auto auch noch tatsächlich dann in Serie zu bauen. Ja. Und ich finde das interessant. Ich habe gerade lustigerweise gestern einen Ferrari Enzo gesehen und davor gestanden. Und das war ja so parallel das Auto. Der Enzo hatte nur wirklich alles, Lenkradschaltung und dieses schon extrem viel Elektronik von der Formel 1 angelehnt. Und Porsche war ja ganz bewusst der Wagen, kein ESP, manuelle Schaltung, also alles wirklich noch sehr rudimentär, was ich heutzutage natürlich sensationell finde, dass das alles noch so läuft. War das schwierig, die Entscheidung daraufhin so zu münzen oder war das mehr Zufall? Weil unser Vorschlag war eigentlich schon sequenzielles Getriebe zu verwenden. Eben, genau. Ja. Und der Showcar hatte das auch. Also Showcar hatte tatsächlich ein sequenzielles Getriebe drin. Und wir waren aber damals auf einer Richtung unterwegs, auch der Herr Machert seinerzeit als Entwicklungsvorstand, der gesagt hat, das, was wir machen, das muss funktionieren, da geht er kein Risiko ein. Und er war ein großer Verfechter dann für das Schaltgetriebe. Und eigentlich zur Risikominimierung. Weil man darf nicht vergessen, dieses sequenzielle Getriebe, war halt für einen Renneinsatz geplant. Ja. Und das hat ja noch nicht diese Art von Zugkraftunterbrechung, wie es dann ein PDK-Getriebe nahezu 10 Jahre später erst hatte.
So weit wäre man noch nicht gewesen. Ja. Da hat man dann tatsächlich Bedenken, dass das so im Alltagsbetrieb überlebt. Oder dass es für die Kunden dann vernünftig fahrbar gewesen wäre. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, machen Schaltgetriebe. Ja. Ich glaube, man ist mit dem Wagen schon genug Risiken eingegangen, oder? Mit der Titanstrebe vorne, also im Cockpit. Ja. Und also die ganze Art, das Auto zu bauen, kann man auch bei Michael Hölscher noch ein bisschen detaillierter hören, wenn es interessiert. Also das ist schon ein wildes Auto. Ja, für die Kollegen war das natürlich nochmal so eine Herausforderung, sagen wir mal, den Showcar hinzustellen und den toll zu gestalten. Und vielleicht auch noch so eine Stückzahl 1 Auto hinzustellen, das ist das eine. Ja. Aber das Auto dann tatsächlich in Serie zu bringen, sodass jetzt der 100. oder der 1000. so funktioniert wie der erste, da hat es schon andere Herausforderungen und es hat denen schon auch teilweise Stirnrunzeln ins Gesicht gedrückt. Aber haben sie ja ganz gut hinbekommen. Okay, also reden wir doch mal ein bisschen über die Entwicklung von einem 911er. Wie kann man sich denn so den Zeitraum eigentlich vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, fangen wir vielleicht mal mit dem 997 an. Also der 996 war da ein Mega-Erfolg, die Kassen waren wieder voll. Ja. Der Wagen läuft, sie haben nachher dann ja Versionen nachgebracht mit dem Turbo, Allrad, gab es GT3, das erste Mal fantastisch zu fahrende Autos. Das ist alles sehr gut gelaufen und ich war ja für den 996 oder für den 911er ab dem 996 zweite Generation zuständig. So ich war 3 Monate, ich glaube nicht einmal in der Rolle, ja, als Baureihenleiter, und dann gab es schon die Pressevorstellung vom 996 2. Das habe ich in Erinnerung, das wäre es gestern gewesen. Ja. Das war in Murnau, haben wir das gemacht, Presseeinführung. Gut, der hatte jetzt natürlich von mir noch nicht unbedingt eine Handschrift drin, da und dort ein paar Kleinigkeiten, aber beim 97er, der schon in der parallel in der Entwicklung dann losging, da hat er es dann von Anfang an schon gehabt. Gut, was uns bei Porsche da möchte ich mich nicht hervorheben, auszeichnet, ist eigentlich, dass wir sehr strukturiert rangehen, wenn wir neue Modelle machen, wenn wir Nachfolger machen von einem Auto. Dann schauen wir uns natürlich an, wie ist das Feedback von den Kunden, wie ist das Feedback von der Presse, von Sales und Marketing. Schauen uns das an. Wir wissen natürlich selber, was wir an Vorentwicklungsaktivitäten haben, die vielleicht so weit sind, dass wir sie in das nächste Auto, die nächste Modellreihe integrieren könnten. Wir müssen natürlich Rücksicht nehmen auf die ganzen Gesetze, die sich verändern, die wir erledigen und die wir beachten müssen. Und dann gibt es natürlich Überlegungen aus dem Styling, wie könnte man ein Modell weiterentwickeln in eine bestimmte Richtung, evolutionär immer beim 11er. Höchstens mit einem Hauch von Revolution, aber nicht viel. Ja gut, dann wird das werden daraus Rahmenhefte und Lastenhefte dann abgeleitet. Kalkulationen fangen an und dann startet im Grunde die Entwicklung. Manchmal kommt man dann auf interessante Dinge. Zum Beispiel beim 997er hat man lange Zeit eigentlich den Targa in Frage gestellt. Der hatte damals diese Glasdach-Variante. Ja, genau. Das war nicht, der 993 auch schon. Ne? Das war nicht sicher, dass wir den weitermachen. Ja. Und dann haben wir den aber mit dieser Chromleiste da mal ein bisschen hervorgehoben und betont. Und dann für den 991er, dann wieder der Nachfolger vom 97er, hat man diese Überlegung dann nochmal, lohnt sich der Targa überhaupt? Und dann haben wir es aber erstmal, und das fand ich sehr gut, die Kunden angeschaut. Was sind denn das überhaupt für Leute, die einen Targa kaufen? Warum kaufen die einen Targa und kaufen kein Cabrio oder kein Coupé? Ja? Und das haben wir ziemlich gut analysiert und war interessant. Haben festgestellt, das sind eher Coupé-Fahrer, die ein großes Schiebedach nehmen würden. Eigentlich kaum Cabrio-Fahrer wegen des Sicherheitseindruckes. Und sind interessanterweise auch die ein Allrad nehmen. Und dann haben wir, seither gibt es den Targa nur noch als Allrad. Gibt es nur noch? Das wusste ich gar nicht. Ja, okay. Ja. Uns hat noch nie einer nach einem Hecktriebler gefragt. Ja, also so geht man manchmal mit Dingen um, die man vielleicht selber ein bisschen in Frage stellt oder bei denen man sich nicht ganz sicher ist. So eine kleine Story am Rande. Aber ansonsten geht man relativ systematisch an die Sache ran. Und der ganze Entwicklungsablauf ist eng getaktet in Meilensteine und feste Termine, zu denen man gewisse Fragen zu beantworten hat, die man selber beantwortet haben wollen oder wo es schon die ersten Kalkulationen gibt, sodass man sehen, wir kriegen das in den grünen Bereich oder nicht.
Und da waren Sie wahrscheinlich als Verantwortlicher auch immer der vor dem Vorstand stand und die ganzen Sachen dann verteidigen musste, oder? Definitiv ja, weil wenn es praktisch mit der Rolle als Baureihenleiter ist man automatisch dann Mitglied in dem sogenannten VAP, Vorstandsausschuss Produkte. Ist eine spezielle Vorstandssitzung, wo es nur um Produktentscheidungen geht. Und da ist man als Baureihenleiter dann dabei. Also muss man immer selber Rede und Antwort stehen. Gab es da mal Sachen, die abgelehnt wurden, wo Sie im Nachhinein sagen, wenn wir das durchgedrückt hätten, das wäre doch gut. Wahrscheinlich die hochgesetzten Version der ja, sagen wir mal, manche Dinge, manchmal sind es auch nur Details. Ja, zum Beispiel die Lenkradschaltung, oder? Der Knopf, wo alle anderen... Wir hatten ja seinerzeit, das ist ein gutes Beispiel, das bei dem 996er, der hatte ja das erste Mal diese Möglichkeit, noch mit einem Wandlerautomaten hier auch praktisch manuell zu schalten. Ja. Und man war damals von den Pedals nicht überzeugt. Die werden wieder gegen, ne? Ja, auch Dürheimer und so. Okay. Weil man gesagt hat, das ist nicht symmetrisch. Ja. Wenn das Lenkrad anders steht, dann weiß ich nicht mehr, wo ist jetzt eigentlich rauf und wo ist runter. Außer man macht es wie bei Ferrari, da stehen dann die Pedals, die drehen sich nicht mit dem Lenkrad. Aber das wollte man nicht, das braucht auch Raum. Merkt man, wenn man mit einem Ferrari fährt, tut sich da ein bisschen schwerer, das alles unterzubringen. So ist das andere entstanden, aber trotzdem hat man mit der Zeit gemerkt, die Kritik ist größer als die Begeisterung. Machen wir doch noch Pedals. Ja. Mittlerweile gibt es keinen haben wir es überall drin, in jedem Auto vom Macan bis zum GT3 RS oder Top oder was auch immer. Ja. Also das kann ich mir aber vorstellen, dass da diese Vorstandssachen, wenn man da sitzt, dass da der Puls noch mal ein bisschen hochgeht. Manchmal, ich habe immer versucht, bei den Dingen meine persönlichen Vorlieben rauszuhalten, weil da wird es dann manchmal gefährlich, auch bei den höheren Positionen noch. Ja, ein Vorstand meines Erachtens auch, der muss so glasklar und strukturiert denken, dass es seine persönlichen Vorlieben hinten ansteht. Ja, wenn ich sage, ich brauche keine bunten Autos, mir reicht schwarz und silber, ja, jetzt stellen wir die ganzen Farben ein, dann kann es sein, man macht ihm da eine Freude mit, ja, und spart vielleicht irgendwo an Euro, aber auf der anderen Seite kostet es Geld. Wir müssen an den Kunden denken. Der Kunde ist das Maß der Dinge. Und wenn ein Kunde Blau Metallic haben möchte und er will eine Sitzheizung haben und er will eine Sitzbelüftung haben, dann kriegt er die. Wenn er es nicht haben will, muss er es ja nicht bestellen. Ja. Und so gab es manche Diskussionen, wo ich mir für mich gedacht habe, es wäre manchmal gut, die Leute würden ihre persönliche Meinung zurückhalten, sondern versuchen, fürs Unternehmen zu denken. Was ist fürs Unternehmen eigentlich das Richtige? Und nicht jetzt für mich. Ja. Und dann tut man sich in der Diskussion ein bisschen leichter. Gab es mal Dinge von Baureihe zu Baureihe, also was ja immer signifikant ist bei jedem Hersteller, ist das Gewicht. Nimmt jedes Mal zu, immer mehr Komfort, immer mehr Sicherheit, immer mehr, alles ein bisschen größer müssen die Autos werden. Tat Ihnen das mal weh oder dass Sie gesagt haben, jetzt muss das da auch noch rein, jetzt wollen die noch eine Sitzbelüftung haben und so und wir machen auch eigentlich einen Sportwagen. Naja gut, sagen wir mal, das Vergleichsfahrzeug bei Porsche ist ja praktisch immer so quasi das nackte Auto, also ohne Sonderausstattungen. Und da macht man natürlich den Vergleich dann mit dem Vorgänger, weil der ist dann auch fair, ja, außer man muss wieder Dinge berücksichtigen, die der Nachfolger dann schon serienmäßig mit reinkriegt, die der Vorgänger noch nicht serienmäßig hatte. Ja, dann muss man, sagen wir mal, Korrektur rechnen. Wenn der Vorgänger schon, sagen wir mal, auf Papier ein Gewicht hatte, das sehr niedrig erschien, aber so praktisch nie ein Auto verkauft wurde, ja, dann muss man das halt auch mit Vorsicht genießen. Ja. Dass man dann das Gleiche miteinander vergleicht und nicht hier alles durcheinander bringt. Weil dann hinkt der Vergleich halt. Gell? Aber trotzdem hat es immer wehgetan, wenn die Autos an Gewicht zugenommen haben. Sehr oft halt ausgelöst durch zusätzliche Crash-Maßnahmen, die erforderlich sind. Was uns jetzt beim 992er, kann man ehrlich sein, sehr wehgetan hat, war das 8-Gang-Getriebe des PDK. Aber wir haben es gebraucht, um eventuell mal hybridisieren zu können.
Schauen wir mal, was die Kollegen so machen in nächster Zeit. Aber das hätte mit dem 7-Gänger nicht funktioniert. Und dieses 8-Gänger, der 8-Gänger ist, glaube ich, um die 50 Kilo schwerer als bei der 7-Gänger. Das ist sicher nicht nur das eine Zahnradpaar. Ja? Nee, klar. Aber das ist natürlich eine Menge. Ne? Das ist eine Menge. Und das Gewicht holt man halt woanders nicht mehr raus. Das ist das Problem. Und trotzdem muss man halt versuchen, dass die Summe der Vorteile, um das geht es ja dann in der Gesamtheit, dass die Summe der Vorteile nach wie vor größer bleibt als vielleicht ein Nachteil, den ich mir da auch noch einfange. Und dann bin ich wieder beim Kunden. Der Kunde muss den Eindruck haben, er kriegt bei dem Auto jetzt definitiv das bessere Auto als wie vorher. Das war ja übrigens auch immer meine Doktrin, wenn wir einen neuen 911er machen, ja, weil ich bin oft gefragt worden, wie schaffen Sie denn das? Mensch, jetzt haben wir den neuen gefahren und der ist schon wieder besser als wie der alte. Da habe ich gesagt, letztendlich, das ist das ganz Wesentliche. Man muss sich in den Kunden versetzen. Der kommt zum Porsche-Händler in irgendeinem Porsche-Zentrum und in den Showroom und da steht der Neue da. Meistens haben die dorthin kommen, schon den Vorgänger. Also 80% von denen, die einen neuen 911er kaufen, die haben vorher schon einen gehabt. Und wenn die Leute dann eine Probefahrt machen, die sie dann auch machen werden, dann müssen die auf die ersten 3 Kilometer merken, dass das neue Auto besser ist als der alte. Wenn sie dafür auf die Nordschleife gehen müssen, dann nicht. Ja, dann funktioniert es nicht. Das muss gleich rüberkommen und den Aha-Effekt auslösen. Und wenn uns das gelingt, dann stimmt. Oftmals sagt man ja auch so, gerade bei Sportwagen ist ja ein emotionales, leidenschaftliches Thema, dass Autos eigentlich immer perfekter werden und Perfektion ja oft so ein bisschen diese Leidenschaft vielleicht nach hinten drängt. Wie kriegt man das beim 11er hin? Also, dass man, oder haben Sie Angst, dass vielleicht so ein Auto irgendwann mal zu perfekt ist, zu nah an einer Limousine? Also, was muss ein Porsche haben, dass man das noch so merkt? Ja, ein Porsche, der muss natürlich, ich muss mich zuerst mal reinsetzen. Und da fahre ich noch nicht einmal einen Meter, sitze nur in dem Auto drin. Das ist übrigens ganz was Positives beim Taycan. Ja, bei der Elektro-Variante, ja. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal mit einem Taycan fahren konnte. Dann habe ich mich erstmal reingesetzt, habe den Sitz eingestellt und die Lenksäule. Dann haben wir gedacht, passt, sitze in einem Porsche. Ja, also das muss auf jeden Fall mal passen. Und was ein Porsche rüberbringen muss, ist praktisch diese Verbindung zur Straße. Ja, ich muss merken, was sich da unter mir abspielt. Selbst wenn ich heute so viel Elektronik habe, die mir dann hilft. Aber dieses Fahrfeeling, dieses direkte, das muss so ein Sportwagen rüberbringen. Das heißt, ich darf nicht zu isoliert sein von dem, was sich unter mir abspielt, weil dann bleibt was auf der Strecke von dem ganzen Feedback, das mir so ein Auto geben kann. Das ist, ich habe öfters gesagt, das muss sich so anfühlen, das wäre ich mit der Hand auf dem Boden, auf der Straße. So muss das Feeling rüberkommen. Da gehört dann viel dazu und da haben wir auch manche technische Änderungen gehabt, bei denen wir extrem viel Wert drauf gelegt haben, dass dieses Feeling erhalten bleibt. 2 Beispiele. Ein Beispiel beim 991er hat man umgestellt auf elektrisch unterstützte Servolenkung statt hydraulischer Servolenkung. Ja. Und da gab es einen Aufschrei des Entsetzens, vor allen Dingen bei den Journalisten aus Großbritannien und Australien. Aber wie könnte das Lenkrad-Feeling, das Lenkfeeling ist weg und so. Genau auf das haben wir Wert gelegt, ja, und haben halt vielleicht ein paar Sachen dann eliminiert, Störfaktoren rausgenommen, die wir halt vorher bei der hydraulischen Lenkung nicht haben rausnehmen können. Heute spricht keiner mehr drüber. Ja, es funktioniert perfekt. Und das andere sind die Turbomotoren. Es gab einen Aufschrei des Entsetzens seinerzeit, als man den 96er gemacht hat und hat den wassergekühlten 11er gemacht. Die Luftkühlung ist weg. Ja, um Gottes Willen. Das hat mich hat es nie großartig beeindruckt. Weil der klassische Sound wird generiert durch die Zylinderanzahl und die Zündabstände. 6-Zylinder-Boxer bleibt 6-Zylinder-Boxer. Wie das Kühlmedium da drumherum ist, das ist mir eigentlich wurscht, da machen wir das Beste. Ja. Und
Aber hinterher der Umstieg dann von den Saugmotoren auf die Turbomotoren, Beim von 991 991.1 auf 991.2, Ja. das war für mich viel, viel kritischer als der Umstieg des Kühlmediums. Ja. Ja, weil wenn ich einen Sauger habe, dann weiß ich, bis der zieht, der braucht Drehzahl und da kann ich viele Feinheiten einsetzen wie Schaltsauganlagen und was es nicht alles gibt und Vario-Cam und Ventilo-Bogenschalter. Aber es bleibt ein Sauger, es bleibt trotzdem ein Saugmotor. Und ein Turbo ist was anderes. Der drückt zum unten rein, wenn es sein muss. Und da hat man tatsächlich Bedenken, dass wir hier diesen klassischen Porsche-Charakter erhalten können. Und als ich dann das erste Lastenheft bekommen habe, das weiß ich noch, von dem Turbomotor, der dann in den 11er rein sollte, da habe ich gelesen, Maximaldrehzahl 6.800 oder 6.900. Ich habe das nicht gesehen und habe zu denen gesagt, ich glaube, Leute, mein Schwein pfeift. Ja, nie im Leben werden wir das machen. Geht's wieder heim. Da steht mindestens 7.500. Vorher braucht sie gar nicht mehr auftreten hier. Ja. Man hätte den Turbomotor technisch so auslegen können, dass er tatsächlich mit diesem niedrigeren Drehzahlbereich auskommt und, sagen wir, einen guten Motor darstellt. Aber wir bauen einen 11er, wir bauen einen Sportwagen. Ja. Wir haben es dann auch hinbekommen und der ist drehfreudig bis oben raus. Da hat also die Kritik schon gefruchtet. Und als einziges hatten wir halt die Maximaldrehzahl gegenüber dem Sauger von 7,8 auf 7,5 abgesenkt. Oh, das war Ihre Vorgabe dann, ne? Ja. Okay. Ja. Aber einfach, weil uns das wichtig war, wir machen jetzt Turbomotoren, das ist ein brutaler Schritt vom technischen Inhalt her und auch von dem, was man merkt. Man merkt dort einen Unterschied. Aber wir müssen aufpassen, dass wir trotzdem den Charakter erhalten des Motors und des Autos. Und letztendlich hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, vielleicht das Klientel, für die ist es auch okay. Und sie haben ja die Sauger immer zum Glück beibehalten. GT3 und GTS, das sind ja Sauger. Ja, die jetzigen GTS sind natürlich auch Turbomotoren. Klar, ja, gut. Aber GT3 ist noch der letzte Sauger. Aber ja, wenn wir jetzt einen Andi Brönninger da haben, kann er auch ein paar Storys erzählen. Aber man merkt schon an den Leistungsfortschritten oder an den Leistungszuwächsen, so muss man sagen, die machen, da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel. Die stehen dann langsam an. Die Saugmotoren, gleichwohl bewegen sie sich natürlich auf einem Niveau, das sowieso über alles erhaben ist. Ja. Braucht man das eigentlich noch im Sportwagen? Also, jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, also was macht den Fahrspaß aus? Sind es jetzt die 600 PS mit der nächsten Ding, die 650 PS, weil die Leistungsexplosion, das eskaliert ja inzwischen. Ne? Also eskaliert, ja. Meines Erachtens nein. Ja. Ich meine, vielleicht ein kleines Beispiel, aber das charakterisiert es. Das ist aus dem Zweiradbereich. Ich bin begeisterter Motorradfahrer und habe 3 Motorräder. Und die kleinste, eine Enduro, die hat 67 PS. Ja. Dann habe ich eine Reise-Enduro, die hat 136 PS, also nahezu das Doppelte. Und ich habe noch ein Sportgerät mit 214 PS. Aber dass jetzt die mit 214 PS ungefähr 3-mal so viel Spaß macht wie die mit 67, könnte man nicht behaupten. Es ist halt einfach anders. Es ist eine andere Dimension, es ist eine andere Art des Fahrens. Da kommt es auch auf was anderes an. Und das ist schon auch vergleichbar mit dem Auto. Ja. Ob ich jetzt unbedingt die 700 PS brauche, natürlich, wenn ich auf Track Days gehe und will die Leistung einsetzen, da kann ich es dann auch einsetzen und will meinem Kumpel zeigen, was hier Sache ist. Ja. Dann brauche ich vielleicht die 700 PS im öffentlichen Verkehr. Definitiv braucht man es nicht. Ja, also das braucht keiner erzählen. Da kommt es dann eher auf die Harmonie des Gesamtfahrzeugs an. Das Gesamtfahrzeug, das muss einfach stimmen. Da muss die Leistung auch stimmen, muss der Drehmoment stimmen, aber der Rest muss auch passen. Und für mich persönlich war schon immer, sagen wir mal, gutes Fahrverhalten wichtiger als für jetzt maximale Leistung. Ja. Wenn das Fahrverhalten nicht in Ordnung ist, dann merke ich das auch bei Tempo 60. Ja. Wenn ich die Leistung nicht habe, dann merke ich es vielleicht, wenn ich bei 220 noch Gas gebe. Ja, und zieht nicht so recht. Ja, klar. Aber
Von daher ist es natürlich sehr persönlich und die Leistungseskalation ist eigentlich ein bisschen unsinnig. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Also 800 PS, das ist natürlich auch irre durch die Elektronik, kann es jeder fahren, wenn er einigermaßen Verstand hat. Aber ganz ehrlich, trotz Elektronik, die Leistung kann man nicht einsetzen. Nee, eben, es wird ja alles runtergeregelt die ganze Zeit. Ja, oder auch vom Verkehr her könnte man es gar nicht einsetzen. Ja. Selbst wenn man auf Rennstrecken geht, ja, dann spreche ich vielleicht von Sekunden, ja, wo ich die Leistung einsetzen kann. Wenn man sich mal so Analysen anschaut, sei es, was weiß ich, im MotoGP-Bereich, also bei den Motorrädern oder bei der Formel 1, wie oft die Kollegen tatsächlich die volle Leistung einsetzen können, das teilweise auf manchen Strecken gar nicht. Ja. Wo will ich es denn machen? Im Verkehr? Das denke ich oft. Also das ist ja für mich auch inzwischen so ein Marketing-Tool, was ich will das jetzt nicht in Frage stellen, das scheint ja für viele noch wichtig zu sein, aber ob jetzt ein Walter Röhrl oder Marc Lieb mit dem 918 oder Jörg Bergmeister mit dem Cayman GT4 auf der Nordschleife die und die Zeit fährt, da weiß ich, es waren Jörg Bergmeister und Marc Lieb und Walter Röhrl, da werde ich hier nie rankommen. Es ist ja für mich fast wurscht, ob der das du wirklich, klar ist das als Marketing-Tool für Porsche sicher wichtig, sich gegen Ferrari und Corvette oder was zu positionieren. Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen eine differenzierte Meinung. Okay. Ja. Weil die Nürburgring-Nordschleifenzeit, mal abgesehen von dem Marketinginstrument der Zeit, oder des Marketingwerkzeuges dieser Nürburgring-Zeit, die sagt mehr aus, als wie ob das Auto jetzt 687 PS hat. Weil die sagt eher aus, dieses Auto ist auf der Nürburgring-Nordschleife so und so schnell. Und dann sagt man das, okay, dieses Gesamtpaket funktioniert. Okay, ja, wenn man so sieht, klar, aber es ist natürlich immer auch der Leistung. Klar, da sitzt dann Walter Röhrl oder Marc Lieb drin oder was weiß ich, oder Bergmeister, völlig wurscht. Dann setze ich halt zwei Minuten drauf oder eine Minute, je nachdem, wie gut ich halt bin. Okay, und es ist für mich auch fahrbar, ja, okay, das ist ein Argument, ja. Aber sagen wir mal, die Harmonie oder die des Gesamtfahrzeugs, die kommt dann da auch rüber. Ja. Und, aber es gibt viele aufgeblasene Limousinen. Ja, okay. Da weiß ich genau, die sind halt geradeaus, sind halt schon wahnsinnig schnell. Da tut man sich auch schwer, die irgendwo einzufangen. Ja, lasst man sie halt fahren. Ja. Aber und es gibt natürlich auch Supersportwagen, die auch für Tester von der Nordschleife ferngehalten werden. Und kann man auch zu Bugatti gucken, ich glaube, ich durfte noch keinen Testfahrer darüber fahren. Ist aber auch gesagt, irgendwie, dass der nicht dafür gebaut wird. Aber da finde ich dann die Leistungseskalation, ob man es braucht. Ja, vielleicht tut man sich teilweise schwer, da nochmal sauber zu differenzieren und man traut sich vielleicht dann teilweise auch nicht, einen neuen rauszubringen, der weniger Leistung hat als der Vorgänger. Eben, das ist das Problem. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Marketing. Ja. Kann ich einen Nachfolger verkaufen, der weniger Leistung hat als der Vorgänger? Sie könnten das machen, wenn Sie auf der Nordschleife schneller wären. Dann sagen, der hat weniger Leistung, aber schauen wir hin. Wir haben das auch gemacht in der Vergangenheit, mit dem Turbo zum Beispiel. Ja. Da haben wir das gemacht, haben uns getraut. Hat auch keine Probleme verursacht. Weil halt das Gesamtpaket gestimmt hat. Aber trotzdem hat man natürlich beim Nachfolger wieder was draufgelegt. Ja. Das ist ja irre. Ich habe jetzt neulich den Jörg Bergmeister tatsächlich getroffen, der ja auch immer noch aktiv fährt. Und der sagt, er ist neulich den GT4 RS gefahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die MR-Version, also von Mantel nochmal heiß gemachte Version war, aber er sagt, er ist auf die Zeit vom 918 rangekommen. Das ist doch absurd, oder? Ein Wagen, der vor 10 Jahren ausgelaufen ist, der das absolute Maximum von allem war, mit Hybridtechnik und Leistung ohne Ende. Und jetzt kommt da so ein Cayman ran. Also so ein Cayman ist ja auch sehr despektierlich, aber ich finde das super beeindruckend. Viele Beispiele so aus der Vergangenheit, gell? Wenn man sich wir haben vorher über den Carrera GT gesprochen, wenn man sich dessen Zeiten anschaut, da kann er ja am Stammtisch auch nichts mehr gewinnen. Man kann nichts mehr gewinnen, das stimmt. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, ist natürlich auch die Reifentechnik extrem vorangegangen. Ja, interessanterweise bei dem Auto, gell? Da hat man die ganzen Reifen oder die ganzen Zeiten seinerzeit gefahren und kommuniziert. Und dieses Auto war mit Michelin-Reifen ausgestattet, als Serienreifen. Und dann hat Michelin, glaube ich, den Reifen tatsächlich nochmal, ich weiß jetzt nicht aus welchem Grund, nochmal überarbeitet. So 5 Jahre danach oder sowas. Okay. Und dieser Reifen, der war dann auch freigegeben für den Carrera GT.
Dieser neue Reifen 5 Jahre danach, der war um Klassen besser als der seinerzeitige Serienreifen. Ja. Aber der war halt damals der Stand der Technik, da war man nicht weiter, da war auch Michelin nicht weiter. Aber da sieht man gerade bei diesen Rundenzeiten, da darf man den Reifeneinfluss nicht unterschätzen. Ja. Der ist eklatant. Ja. Aber trotzdem nochmal, Nürburgring-Zeit ist für mich ein guter Indikator für die Performance von einem Gesamtpaket. Also Leistung, aber auch Fahrwerk, Fahrverhalten, Bremsen, Aerodynamik, alles was da dazu gehört. Und nur die reine PS-Zahl, das ist für mich eigentlich uninteressant. Was ist für Sie so der optimale Elber aus Ihrer Entwicklungsgeschichte heraus? Also ich meine, Sie waren jetzt für die Baureihen, sagen wir mal, 996 angefangen, 993 so ein bisschen Hinterachse, 997, 991, 992. Naja, ich habe einen Kollegen, den kennen Sie vielleicht auch, den Bernd Kahner, ja. der sagt, grundsätzlich der Neue ist der Beste. Genau, ja, das ist... Ist so, ja. Sagen wir mal, natürlich der jetzige, der 992er, ich habe selber einen, ja, jetzt gerade hier so als Dienstwagen, ist ein super Gerät. Also da gibt es überhaupt nichts. Und heute habe ich noch gedacht, ich habe jetzt auf meinem neuen da jetzt 8000 Kilometer drauf, hätte ich an dem Auto eigentlich irgendwas zu kritisieren, irgendwas. Fällt mir nichts ein. Okay. Fällt mir nichts ein. Ein paar Kleinigkeiten, vielleicht bei dem PCM, da hätte ich ein bisschen anders machen, aber das ist dann eher Geschmackssache oder so. Ja. Von daher ist der Neueste der Beste, aber welche Generation ich auch nach wie vor super finde, ist der 991. 991 und auch 991 2. Mit Sauger oder mit Turbo? Beide. Okay. Beide. Okay. Also wir haben in unserer Familie dekadenterweise in der Summe mit meinen Söhnen 4 911er. Und ja, einer wenn ich Sie, das ist nicht dekadent, das ist auch schon ganz okay. Naja, im Vergleich zu manchen Porsche-Kunden ist es eher bescheiden. Ja. Aber lassen wir mal so im Raum stehen. Ja. Auf jeden Fall haben wir da einen dabei und das ist ein 991 erste Generation, ein GTS. Ja, also noch ein Sauger, 3,8 Liter mit 430 PS. Dieses Auto begeistert jeden in unserer Familie nach wie vor. Und wenn ich meiner Frau die 4911er hinstelle, die wir jetzt gerade so haben, dann nimmt sie den. Den GTS? Ja. Okay. Ja. Auch so vom Laufverhalten, vom Motor her. Natürlich manches bei den neuen ist jetzt besser, vom Squeak and Rattle, so dass man also Geräusche hat im Interieur oder sowas. Da sind die 92 und sowas einfach nochmal besser und moderner. Und auch noch nicht ganz so alt. Kann ja 30 Jahren auch sein. Kommt vielleicht auch noch ein bisschen was, ja. Aber das Auto begeistert nach wie vor und gut, der Rest ist dann oft Geschmackssache, ja. Aber 991er ist nach wie vor eine sehr gute Generation. Haben Sie noch einen älteren Wagen, 903 oder so? Nee, das ist der 91er, ist der älteste. Oh, okay. Ja, die alten Autos, die sind wahnsinnig schön, immer noch. Aber ich war mal nahe dran, mir ein G-Modell zu kaufen. Da war ich wirklich sehr verleitet dazu und es war auch ein schönes Auto. Und dann bin ich den auch mal Probe gefahren. Dann überhole ich einen Lieferwagen, meine Frau saß neben mir, schalte den dritten Gang zurück und gebe Gas und ziehe da vorbei. Und dann gebe ich noch ein bisschen mehr Gas. Und dann merke ich, ich stehe am Bodenblech an. Da kommt nicht mehr. Das war's jetzt. Ja. Okay. Naja, gut. Mehr hatten die halt nicht damals. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von den modernen Autos heute. Meine Frau sieht das total nüchtern. Die sagt, was willst du mit dem alten Zeugs? Der hat kein Airbag drin. Du weißt nicht, wie er sich im Crash verhält. Der hat keine Sicherheitsregelsysteme drin von Fahrstabilitätssystemen. Kommt man nicht ins Haus. Erstens so nüchterne Argumente, denen man sich eigentlich dann auch nicht so ganz entziehen kann. Ja. Aber der Andi Bräuninger hat mal mit der Innenraum bei, der liebt auch alte Autos, hatte 903 zum Beispiel und so. Aber er sagt, da scheuern die Schultern mit dem Beifahrer aneinander, weil das so eng ist eigentlich, so klein. Und das ist ja auch das, was vielleicht manchmal kritisiert wird, dass Autos immer größer werden und immer ausufern, da die Parkplatzbreite gar nicht mehr ausreicht und auch die SUVs halt einfach immer größer werden. Aber ja, es sind natürlich Sicherheitsvorkehrungen. Und es ist nicht nur Sicherheit. So, jetzt, wenn wir beim 11er bleiben, gell? Ja, Spurweite, Fahrdynamik. Ja, einen großen Sprung hat man ja seinerzeit mit dem 996er gemacht, weil
so ein 993 basiert eigentlich immer noch auf den Ur-911er, ja, im Interieur. Türen sind genauso, ne? Kaum ein Unterschied, ja. Aber dann hat man natürlich, da gibt es praktisch diesen Zuwachs der Bevölkerung, dieses Größenwachstum, das man einfach berücksichtigen muss. Nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite. Ja. Und man muss das einfach, man muss sich dessen annehmen. Und wenn ein Auto heute ausgelegt wird von seinen Grunddimensionen, dann trägt man auch dem Rechnung. Vielleicht nicht ganz bedingungslos beim Sportwagen, aber man trägt dem schon Rechnung. Ja, dann baut sich halt die ganze Maßkette von innen nach außen auf und dann kommen noch die Sicherheitsmaßnahmen und crasht so ein Seitenaufprall, darf man nicht vergessen, das macht die Autos breiter. Ja, kommt halt eines zum anderen. Aber der Mensch als Kernpunkt trägt schon auch dazu bei. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja gut, und wenn das Konzept aus den 60ern kommt, dann hat sich der Mensch tatsächlich ein bisschen verändert. Ist so, tatsächlich, ja. Wenn man sich da nur vielleicht in seine eigene Verwandtschaft das mal umschaut, wie groß die Leute damals waren und wie breit sie vielleicht auch waren, es war schon noch anders. Wenn Sie über die gesamte Zeit, in der Sie verantwortlich waren, überlegen, also haben Sie ja sicherlich auch immer Konkurrenzprodukte gefahren. An wem haben Sie sich da so am meisten orientiert oder wer kam überraschend vielleicht dazu, wo Sie gesagt haben, upsala, da müssen wir jetzt genau hingucken, also vielleicht jetzt zum Beispiel die neue Corvette, was jetzt natürlich jetzt gerade ist. Also man muss aufpassen, dass sich das jetzt nicht dekadent anhört oder so überheblich. Ja, das soll es auch gar nicht sein. Also wir haben uns natürlich wir schauen uns die anderen Autos schon an und wir haben uns die auch immer angeschaut und wie Corvette ist ein schönes Beispiel, die haben tolle Autos gebaut und toll weiterentwickelt. Oder Maserati, Ferrari, mit einem Ferrari, ganz ehrlich, wo ich Baureihenleiter geworden bin seinerzeit, die hat man immer zum Vergleich. Mit einem Ferrari aus der Zeit konnte ich nichts anfangen, vom Fahrverhalten her. Das war und manchen anderen Dingen. Da habe ich jetzt mal gesagt, wie kann man so viel Geld für so ein Auto ausgeben? Ja? Aber das gilt nur für die Alten, für die Neuen nicht mehr. Ja? Da hat man richtig gemerkt, wie die gut geworden sind. Welche Vergleichsfahrzeuge die vielleicht auch bei sich stehen gehabt haben. Also haben wir schon manchmal auch schmunzeln müssen über manche Dinge. Aber trotzdem gleichwohl, und da bin ich bei dem Punkt, soll sich nicht überheblich anhören, aber der größte Konkurrent für einen Elfer ist sein eigener Vorgänger. Ja, dass man da noch besser wird. Ja, und das ist eigentlich das Maß der Dinge, ja, weil man darf nicht vergessen, dass 80 oder 85% der 911-Käufer, die haben vorher schon einen gehabt. Und wenn wir den Vergleich nicht machen, die machen den. Die haben den in der Garage stehen. Und die verkaufen ja meistens das Auto gar nicht mehr. Die behalten die ja. Also muss man dem ganz extrem Rechnung tragen. Und da waren wir auch immer wahnsinnig vorsichtig und haben uns diese Kundenfeedbacks angeschaut. Die ganzen Pressemitteilungen, Mitteilungen von Sales und Marketing, was die so reingespielt kriegen, so die Porsche-Zentren. Natürlich haben wir unsere eigene Meinung und der Vorteil bei uns im Haus war immer, wir sind ja unsere Autos auch gefahren. Wir haben ja die nicht nur gemanagt, sondern sind ja gefahren mit den Dingern. Und dann kommen vielleicht mal ein paar Impulse rein, die man vielleicht mit einem anderen Auto gemacht hat. Oder durchaus auch aus der Motorradszene, also vor allem technologisch ein paar Dinge, die wir da durchaus auch übernommen haben oder die man sich mindestens angeschaut hat. Kann man dafür ein Beispiel nennen? Was da? Ja, Thema Leichtbau zum Beispiel. Okay. Ja. Okay. Also da kann man sich immer noch eine große Scheibe abschneiden. Ich sage jetzt mal, dass diese Branche, der Automobilbranche auch voraus. Das war sie nicht immer, aber was das angeht, definitiv. Okay. Ja. Weil, also da so sind, sagen wir mal, die Einflüsse waren mannigfaltig. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist immer Vergleich mit dem Vorgänger. Was kann man da besser machen? Wo muss man auf jeden Fall was machen? Oder wo sind wir mutig und machen nichts? Gehört auch dazu. Haben Sie eigentlich mal so einen Wagen gecrasht auf einer Testfahrt? Also selber einen Unfall gehabt? Ja, einen Unfall, genau. Also wo Sie mit einem Prototypen gefahren sind. Ich weiß noch, wo ich meine erste Nürburgring-Erfahrung gemacht hatte auf der Nordschleife als Grünschnabel, muss ich sagen. Da war ich aber auch noch nicht in dieser Position oder in dieser Verantwortung. Da habe ich mal
die Straße von links nach rechts inklusive Grünstreifen komplett benötigt. Beide Grünstreifen links und rechts. Aber das Auto nirgendwo touchiert. Es war dann, glaube ich, bloß ziemlich viel Dreck da irgendwo Das ist gut. drin. Der Puls ist kurz hochgegangen wie bei den Gedanken an Dieselskandal. Naja. Nein, aber glücklicherweise nicht. Okay. Im Schnee habe ich mal einen versenkt, ja. Ja, okay. Wow. Ja. Allerdings, da geht man halt dann schon auch mal ein bisschen leichter übers Limit raus. Auf so einer abgesperrten Strecke dann. Ja, das war nur eine meiner letzten Aktionen, glaube ich, 1 oder 2 Wochen, bevor ich aufgehört habe. Da habe ich einen 992er so im metertiefen Schnee versenkt. Ich gesagt, jetzt ist auch egal. Jetzt In können wir Finnland. das Gehalt langsam nicht mehr kürzen. Das ist wurscht. Die Kollegen mussten dann mit dem Unimark wieder rausziehen. Ja. Also Sie sind jetzt im Ruhestand seit wann? Seit 1. April 2019. Und jetzt widmen Sie sich mehr Motorrädern oder mehr Autos? Ja, Motorrad hat schon ist ein bisschen dominierender jetzt, ja, weil das ist meine geheime Leidenschaft oder eigentlich bekannte. Seitdem ich 16 bin, fahre ich ohne Unterbrechung. Okay. Und ja, ich habe das, sagen wir mal, ich habe auch oft versucht eigentlich aus dem Motorrad auch Dinge zu übertragen ins Auto rein. Und für mich ist nach wie vor, wenn man so ein Motorradfreak ist, ja, dann sagen wir, das Motorradfahren ist ja wie so motorisiertes Skifahren. Ja, weil so mehr ein Teil von dem Ganzen, was da in Bewegung ist, was sich in die Kurve legt, was aus der Kurve raus beschleunigt und so weiter. Und auch mit dem Feeling zur Straße, was sich da gerade abspielt, ob ich über eine Bodenwelle drüber fahre oder ob der Asphalt jetzt da vielleicht seine Konsistenz ändert. Und tatsächlich finde ich, das Auto, das dem Ganzen am nähersten kommt, ist ein 11er. Ja. Auch da kommt auch vielleicht seine spezifische Gewichtsverteilung dazu, die ich sehr schätze am 911er mit diesen 62% ungefähr, wenn es ein Hecktriebler ist, auf der Hinterachse, und wenn es ein Allrad ist, so 59 ungefähr. Und der hat das Gewicht dort, wo er den mechanischen Grip auch braucht. Dort, wo er die Kräfte überträgt. Und ich habe immer gesagt, beim 11er spielt die Musik an der Hinterachse, das Rest vom Auto ist fast egal. Ja. Aber hinten ist es wesentlich. Und wenn die Hinterachse und alles drumherum gut funktioniert, dann funktioniert ein 911er. Und das ist wie beim Motorradfahren. Ja. Ich habe nur hinten den Antrieb. Ich habe da von der Gewichtsverteilung ungefähr das gleiche auch hinten. Und da ist das Feeling extrem gut, aber 11er kommt dem nach wie vor am nächsten. Okay, ja, toll. Ich muss gerade an die Sixt-Werbung denken, wenn Sie diesem Mann ein Auto abkaufen, bei Ihnen würde ich es machen. Toll, wirklich Ihnen zuzuhören und was für eine Leidenschaft Sie davon erzählen und das ist, glaube ich, irgendwie nicht normal. Also normal schon oder sollte immer so sein, aber ich glaube, wenn man bei Porsche da arbeitet in so einem Industrieunternehmen und dann für so ein Auto verantwortlich ist, das geht nicht ohne Leidenschaft. Oder? Naja gut, eins kann man schon auch sagen, dass ich einfach Glück auch gehabt habe. Ja, weil es fängt schon mit der Ausbildung an, gell? Als Maschinenbau studiert und Betriebswirtschaft studiert. Weil eigentlich am Ende des Maschinenbaustudiums hatte ich mir gedacht, was machst du, promovierst du noch? Schon arbeiten wollte ich eigentlich nicht. Aber dann habe ich mich eigentlich für das Aufbaustudium entschieden, weil ich mir gedacht habe, im Endeffekt dreht es sich halt doch um die Kohle, ja, ob man will oder nicht. Ja. Weil jedes Unternehmen muss Geld verdienen, sonst gibt es das morgen nicht mehr. Ja. Und diese Ausbildung hat mir geholfen, glaube ich, in diese Position reinzukommen. In der Situation. Und das Tolle an dieser Position war, ich konnte tatsächlich beides anwenden. Ja, mit der Erfahrung, die ich dann seinerzeit schon aus dem Fahrwerk und Gesamtfahrzeug hatte, da konnten mir die Fachbereiche nichts vormachen, also was das Technische angeht. Und ich konnte mich aber auch mit den Vertriebsleuten oder den Controllern zusammensetzen und überlegen, an welchen Schrauben müssen wir drehen, damit wir hier noch besser werden, ja, was das finanzielle Ergebnis angeht. Und das macht eigentlich Spaß, weil dann dann wird das Gesamtpaket rund. Und das an so einer Funktion machen zu können, da bin ich eigentlich dankbar drum, weil sehr oft stört man irgendwas und dann nutzt man dann nur einen Teilaspekt oder macht dann im Endeffekt ganz was anderes. Und das war halt jetzt hier nicht der Fall. Gab es mal Abwerbeversuche eigentlich von anderen leidenschaftlichen Sportwagenherstellern?
Ja, gab schon ein paar. Ja. Also immer widerstanden, weil die Marke nicht gepasst hat oder weil sie einfach Porscheaner aus Leidenschaft sind? Ja, verheiratet bin ich mit meiner Frau, nicht mit der Firma. So ehrlich bin ich auch. Ja. Und ich habe das Porsche-Wappen nicht eingebrannt irgendwo. Ja. Also so, da bin ich, wie soll man sagen, rational. Ja. Aber bin sehr überzeugt von der Firma und ich finde toll, wie sie sich entwickelt hat, wie ich selber dazu beitragen konnte, dass sie sich so entwickeln konnte. Aber es gibt auch andere Firmen, die auch einen guten Job machen und die auch interessant sind. Also so ist es nicht. Aber trotzdem, es war schon ziemlich perfekt. Das ist toll. Die letzten 50 Liter müssen wir noch drüber reden. Wenn das Rohöl ausgeht und Sie haben nochmal 50 Liter Sprit zur Verfügung, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Wahrscheinlich im Motorrad, fällt mir gerade auf. Also in welchem Fahrzeug und auf welcher Strecke? Ja, wahrscheinlich würde ich sie in meine kleine KTM reinkippen, weil mit der komme ich mit den 50 Liter am weitesten. Und haben am meisten Spaß, wie wir eben gelernt haben. Oder genauso viel Spaß wie mit den Leistungsstärkeren. Ja, aber ganz ehrlich, bevor ich keinen Elfer mehr fahre, dann fahre ich halt einen elektrischen Elfer. Ja, also nach den ersten Erfahrungen, die ich mal machen konnte mit dem Taycan, muss ich sagen, das hat mich schon auch begeistert. Das Auto ist natürlich größer, jetzt muss man noch einen Sportwagen draus machen. Ja, also ein Viertürer. Sag jetzt mal, warum nicht? Gell? Wir haben von Luft auf Wasserkühlung umgestellt und von Sauger auf Turbos. Ja, da wird die Emotion auch nicht auf der Strecke bleiben. Ihr Wort in Gottes Ohr. Herr Achleitner, vielen Dank. Ich danke auch für das Interview, hat Spaß gemacht. Jetzt sagen Sie doch eine Sache. Welche Ducati fahren Sie für die Fans? Ja, ich habe eine Panigale V4 Speciale. Das ist sogar ein Motorrad, was ich kenne. Ja. Weil das Herz aufgeht, ja. Fantastisch. Eigentlich ist es für die normale Straße schon fast nicht geeignet. 240 PS, ne? 214, ja, hat sie. Unfassbar. Also, die hat ja, die regelt ab. Meine regelt ab bei 14.500. Und wenn ich normal fahre auf der Landstraße, also mit normal ist schon so plus Mehrwertsteuer, ja, dann drehe ich sie vielleicht bis 6,5 oder 7 Mal. Ja. Und wenn ich da drüber gehe, drehe ich mal bis 8 oder 9, dann bin ich komplett im illegalen Bereich. Ja. Und ich habe noch nicht einmal die 10 erreicht. Und ich hatte, nachdem ich den Claudio Domenicali recht gut kenne, der hatte mich damals eingeladen, so ein Highlight in meinem Leben, zur Pressevorstellung der Panigale V4 in Valencia auf der Rennstrecke. War mitten im Januar, ja. Hier Schnee gelegen und kalt und da unten hat es 24 Grad gehabt und Sonne. Und da durfte ich das Ding einen Tag lang auf der Rennstrecke bewegen. Okay. Und dort kann man dann das Gas richtig geben. In Valencia gibt es relativ lange Startzielgerade. Und wenn man da aus der letzten Linkskurve voll raus beschleunigt, dann hebt die ungefähr bei 200 im dritten Gang das Vorderrad. Dass Sie das machen? Man merkt es halt bloß, dass er hochkommt. Gell? Nicht mehr viel, aber ein bisschen halt. Dass im Bodenkontakt verliert. Wahnsinn. Brutal. Ja, das ist faszinierend. Also Motorrad war ich nie. Ich habe zwar einen Motorradführerschein, aber das ist mir irgendwie zu gefährlich. Aber Nordschleife fahren Sie nicht Motorrad, oder? Nee, Nordschleife. Also ich glaube, ich bin so um die 400 Runden mit Nordschleife gefahren mit dem Auto. Ich habe es mal so grob mal abgeschätzt, wie oft warst du dort und wie viele Runden bist du so gefahren. Und das, ja, mit dem Auto schon, aber mit dem Motorrad Nordschleife würde ich nicht machen. Ja, muss ich auch sagen. Das ist schon Wahnsinn. Ich war jetzt wieder einen Tag auf der Rennstrecke, das war okay. Aber Nordschleife, das ist mir zu heikel. Da hast du keine Sturzräume teilweise. Nee, und die kann, das glaube ich. Und dann so, glaube ich, auf der Rennstrecke mit dem Motorrad, wenn man hinfällt, also wenn man nicht gerade dieses Ding übers Vorderrad da hat, dann geht es, glaube ich, mit Schutzklamotten, ne? Wenn man ausrollen kann oder ausrutschen kann. Ne? Das ist nicht das Schönste. Wenn man keinen Kontakt hat mit dem anderen, das ist immer gefährlich. Ja, klar. Oder wenn man irgendwo dagegen fliegt. Oder ein Highsider. Highsider ist halt scheiße. Highsider ist das Ding. Ja, genau. Das hatte ich mal auf dem Salzburgring. Oh, echt? War nicht lustig. Da wird mir wirklich stumpf in den Boden gehauen. Ne? Ja, das ist das Problem, wenn man aus der Höhe runterkommt. Genau. Ja, das ist so, wie wenn man jetzt hier auf den Fernseher oder noch höher raufsteigt und wirft sich dann auf den Boden. Ja. So. Das macht keinen Spaß.
Also, aber wenn es nur so weggeht, Ja, dann ist eigentlich nicht so wild. Ja, genau. Ist auch nicht schön, das Geräusch, das Kratzen des Motorrads. Das will man alles nicht haben. Nee, Wahnsinn. Faszinierend. Also wirklich ein faszinierendes Berufsleben. Kunst ist eigentlich drauf zu bleiben. Das war August Achleitner. Na, seid ihr während des Interviews auch ins Schwanken geraten oder steht euer Favorit unter den Elfern weiterhin fest? Ich lande irgendwie immer wieder beim 993, fällt mir auf, wobei ich einen 997 oder sogar den 991 als GTS mit Sauger vielleicht auch nicht ganz verkehrt finde. Aber wartet mal, irgendwas war doch mit den 3 Autos. Ah, der Preis. Na gut. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tut mir den Gefallen und kauft schön die Produkte meiner Werbepartner und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Die alte Schule wurde euch präsentiert vom V8-Werk, eurem Spezialisten für die Restaurierung, Reparatur und Wartung vom klassischen Ford Mustang und der Chevrolet Corvette. Mehr Infos unter www.v8werk.de.